right in time, right in time. Yes, sir, yes. I wanted to start the fucking stream for hours now. I'm right in time to at least start it at 6, and oh my god, it's welcome to the Devil's Stream. Oh god. No. Guten Morgen. Hey, alles senkrecht in der Hose und alles fit im Schritt oder waagerecht und guten Morgen, hi Inga. Schön dich zu sehen. Nice. Da ist die positiven Überraschungen hören momentan gar nicht auf. Nice einfach, nice. Moin. Oh, und gerade ist es, ich wollte schon seit, keine Ahnung, seit 3 Uhr oder so, klicke ich mir hier wieder einen zurecht, habe es gerade noch rechtzeitig so um 6:06 Uhr geschafft, hier einzusteigen. Cool. Erstmal kurz, welche Überraschung. Oh, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich ja mit dir jetzt anfangen soll. Fing jetzt einfach damit an, der ganze Monat war sehr ereignisreich. Ich wollte gerade quasi zum Abschluss der Saison, ja gerade Wassermann-Saison, Aquarius Season, so ich hatte auch diesen Monat Geburtstag, so quasi ist jetzt ein ganzer Monat nur mit Geburtstagsgeschenken gewesen. So buchstäblich. Und wie gesagt, ich wollte mir gerade eine Tarotlesung reinziehen. Die gute Dame hat einfach mal eben den
ganzen letzten Abend, wirklich, buchstäblich, hat die da hingelegt. Ich habe gedacht, nein, komm, unmöglich. 34. Level up. Ja. Ja, mal gucken, ich habe das ganze Overlay hier mal wieder total verstellt. Alles schlimm, schlimm. So. Jetzt mache ich noch kurz hier unten den zweiten Screen an, weil ich kann sonst den Chat nicht im Auge behalten, wenn ich jetzt nebenbei noch die Lesung anmache. Ich will ja auch noch darauf eingehen. Denn, wie gesagt, die hat ziemlich krass die Sache auf den Kopf getroffen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie die Tastatur gerade klingt. Plastik. So, ich starte mal kurz meine App zum Chatten. Dann klappt das ja noch mit dem Senkrechtwerden. Aber ich muss aufpassen. Das alte Herz ist, nein, ist unglaublich. Es ist seit... warte, Moment. Seit bestimmt... Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt keinen wirklichen Schlaf mehr bekommen habe, aber es ist auch nonstop Energie. Wirklich, leider. Es ist... Also es ist unglaublich. Unglaublich. Zack, 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 zack. Mal eben hier die ganzen Pop-ups wegklicken. So. Und jetzt bitte die Chat-App auf den zweiten Screen. Dann hoffe ich mal, dass ich dich jetzt lesen kann hier unten. Test, Test. Funktioniert. Nice. Nice. Wait, warte. Lol, in dem einen Chat bist du drin, in dem anderen wirst du nicht angezeigt. Strange, aber wollen wir mal hoffen, dass die Updates einfach gleich funktionieren. Gut. So. Also im Großen und Ganzen, um erstmal so eine kleine Einleitung zu haben, worum es überhaupt geht. Ich habe den ursprünglichen Stream, mit dem ich damals hier gestartet bin oder mit dem ich versucht habe, mich hier zu öffnen, sozusagen mich mal nackt zu machen hier vor der Twitch Family. Ist ja irgendwie auch komisch, so sich so einer neuen Schulklasse vorstellen zu müssen. Ich hasse sowas eigentlich, aber angefangen habe ich ursprünglich damit, auf was für Dinge ich mich eingelassen hatte, bis zu dem Zeitpunkt, die mich, sag ich mal, in diesem Augenblick marterten. Also gefoltert haben, spirituell. So, ich sag mal, ich habe mein, sozusagen... Es kam irgendwann der Punkt, da hieß es, hab nicht dauernd Erwartungen. Wenn du lieben willst und bla und... Es war alles sehr spirituell, so ich verliere schon die Worte. Jedenfalls ging es quasi darum, ist es dann wirklich Liebe oder is it just an addiction? Dienst du nur dir selber, die Illusion, redest du dir da was ein? Also es ging richtig knallhart, jetzt werden Realitätschecks gemacht. So, geh nicht hin und beeinfluss die Person, geh nicht hin und manipulier für dich selber, was sie sagt, damit du denkst, du hättest sie, du weißt schon, der ganze Shit, sämtlichen narzisstischen Scheiß, sämtlichen Borderline, den ganzen Kram, den ich da hinten angestaut habe, mit dem ich weder in der Lage war, mich noch jemand anderen wirklich lieben zu können. Der ganze Scheiß, der da aufgestaut wurde, musste mal durchgespült werden. Der stand jetzt halt auf der Probe. So, man könnte sagen, bevor die Sache so ins Rollen geraten ist, habe ich mich unglücklich oder glücklich, sagen wir mal so, verliebt. Und es begab sich zu diesem Zeitpunkt, dass diese Person mir ein Symbol an die Wand malte. Hier das Kronenchakra-Symbol, das Sahasrara, das Om. Ne, ich habe vorher davon immer die Finger weggelassen, weil so ich habe gehört, oh, Symbolik, oh, Magie, pack das mal besser nicht an. Mag Gott nicht so gerne. Aber ich kam auch nicht
drum herum zu recherchieren, wenn ich irgendwelche Sachen mag und auf die aufmerksam werde. Und also habe ich angefangen, mich da reinzulesen. Und auf einmal führte eins zum anderen und der Wi-Fi-Gotspot wurde aktiviert. Was ich nämlich nicht ahnte, dass dieses Kronenchakra quasi die Verbindung nach oben, also ich sag mal, quasi eigentlich die letzte Phase sein sollte. Man fängt ja im Wurzelchakra an, arbeitet sich hoch und so. Sie hat quasi den Deckel von oben aufgezogen. Wie gesagt, ich bin so einer dieser Menschen, ich sehe dich 2 Sekunden und weiß bis zum Tod und darüber hinaus. Whatever happens, I love you. It's true. And it will be true. And it never will be not the true. Because it's true. I know it when I feel it. So, also, ne? Ging es da los. Ich hatte mich ja so in dieses Mädchen verknallt. Binnen Sekunden. Kleiner Blackout. What? Naja. Schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen, aber ich kenne mich. Bin bisher immer in sämtliche toxischen Beziehungen, die ich mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen. Habe mich dann schön selbst bestraft, so. Ich hab noch aus der alten Schule gelernt, du bist Dreck und wenn du nicht, und du wirst auch wieder Dreck werden und so. Also, der ganze Scheiß. Mit reingeprügelten Traumata, Selbsthass, Macht, also, die einzige Aufwertung, die du verdienst, ist, dich abzuwerten. Das hast du verdient. Also, richtig übel. Und ich habe gedacht, okay, bei diesem Mädchen, ich meine, ich werd jetzt bald 30, es geht aufs Ende zu, ne? So, wir leben im tiefsten Mittelalter, so, wenn man guckt, wie sich die Leute benehmen, da wird man meist nicht älter als 35, wenn man Glück hat, also wird knapp. Wenn ich da noch Kinder reindrücken will, die Apokalypse irgendwie noch miterleben will und vielleicht noch die Flat oder Round Earth und das Mondhologramm erleben will, es wird langsam eng. Ich bin unter Zeitdruck geraten und habe gedacht, komm, an die Frau, egal was passiert, vertraue einfach auf die Liebe, wie im Anime, wie im Disney-Film, vertraue auf die Liebe, vertraue der Liebe und alles wird gut. Der Rest geschieht von alleine, egal was es kostet. Ja, es war ein bisschen kompliziert. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen für die Menschen töten. Es wäre jetzt nicht so, hätte Baba nicht gut geheißen, du weißt. Also habe ich dann einen Vertrag mit Gott ausgearbeitet. Ich war mir so sicher, ich habe gedacht, komm, Dad, ich mache einen Vertrag mit dir. Pass auf. Ich bin mir so sicher, dass sie es ist. Aber ich wusste, sie hatte sich Satan, also den Namen Satan, ins Fleisch geschnitten. Ich habe gedacht, gut, du liebst sie, sie scheint dich auch zu lieben. Sie ist ein wunderbares Mädchen. Sie wird eine tolle Mutter, tolle Frau, alles Mögliche. Sie ist mit dem Satan, sie hat den Satan im Fleisch. Was kann ich jetzt tun, verdammt nochmal? Wie kriege ich die da weg, ohne sie zwanghaft zu exorzieren und ohne in ihren freien Willen einzugreifen, aber auch ohne gleichzeitig meinen Vertrag zu brechen und alles zusammenkrachen zu lassen? Gut, habe ich gesagt, pass auf, Herr, ich möchte, was immer auch passiert, was sie mir tut. Es ging auch um den Realitätscheck, ob ich mir alles so einbilde oder ob es echte Liebe ist, ob ich es beweisen kann, ob ich sie tragen kann. So, und das heißt, Liebe trägt alles hier, trägt alles, sie duldet alles. Also habe ich reingeschrieben, egal was sie tut, was immer auch passiert und auch wenn sie mit dem Teufel im Bunde ist, scheiß drauf, whatever happens, ihr wird nichts auf ihr Karma-Konto geschrieben. Nichts. Und wenn der Teufel mich noch so in den abbiebt, ist okay. Dann verdiene ich scheinbar, dann scheine ich wohl eine Lektion lernen zu müssen. Und wenn ich sie nicht gelernt habe, habe ich sie auch nicht besser verdient. Also bitte halt dich zurück. Sozusagen war der Vertrag. Und ich habe dann drum gebeten, bewahre sie vor jedem toxischen Mist, den ich hochbrüten kann, denn ich neige zu sehr psychopathischen Momenten. Psychotische Attacken, halt, ich trage auch irgendwie ein bisschen den Teufel in mir, ist so ein Dualitätsding, so ich kann mich meinem Schatten nicht wehren. So, und ich weiß, dass der Macht hat, gewisse Macht. Psychics and whatever, Magic. Ich versuche da drauf zu scheißen, so gut es geht, aber ich weiß, ich kann dein schlimmster Gegner sein. Mein schlimmster Gegner, der schlimmste Gegner. Das sollte nicht passieren. Es sollte
unter keinen Umständen zu irgendeiner Form von Gewalt kommen, sei es manipulativ, psychische, also, ne, davor sollte sie geschützt sein. Das heißt, ich habe nicht nur ihr freie Hand gegeben, mit dem Teufel im Bunde mich in den Arsch zu bieten, sondern ich habe auch noch darum gebeten, dass sie davor bewahrt wird, vor der Strafe, weil ich nehme das schon auf mich, ich scheine es ja verdient zu haben. Ne? Hier, ich habe darum gebeten, einen Vertrag aufgesetzt, mit Gott unterschrieben, das war sozusagen the challenge. Ja, das Einzige, so was quasi Gott zu mir gesagt hat, pass auf, ich verspreche dir nicht das Mädchen, ich verspreche dir nichts wirklich, das ist deine Challenge, die hast du dir ausgesucht. Das Einzige, was ich dir auftrage, ist, vertrau mir. Das war sozusagen die einzige Zusatzklausel, vertrau Gott. Also ich sollte jetzt nicht Liebe, sondern ich sollte Gott vertrauen. Dafür habe ich den Vertrag gemacht, das war quasi die Anweisung von oben und der Rest sollte dann losrollen. Und nach allen Regeln der Kunst hat der Dive mich gefickt. Wirklich. Ich habe das nicht geahnt in diesen damals. Ich habe es wirklich nicht geahnt. Es waren diese Third-Party-Situations, dieses Abusive, so richtig, also ich hab mich richtig, ich will jetzt kein Public-Shaming machen oder so ein Dreck, aber es wäre nur die halbe Wahrheit, wenn die Seite nicht auch genannt werden würde. Also sie hat mir richtig gegeben. So, richtig gegeben. Und ich habe wie ein guter Christ, Vincent Lampard, ich hab's getragen. Ich hab's mir nicht mehr anmerken lassen, denn dann ging's los. Ja, lässt du sie das jetzt spüren? Ach, du hast mich jetzt so behandelt, also behandle ich dich jetzt schlechter, so als Strafe? Na, selbst wenn ich gewollt hätte, war vertraglich untersagt. Yes. Hat also gewirkt. Das Leiden war echt. Tastes good. Njam. Oh Gott. Kurzfassung, es tat höllisch weh. Und ich habe so viel, und es war wirklich, ich habe es 3 Jahre dann getragen. Im 3,5. Jahr, also etwa vor einem halben Jahr, bin ich an meinen Punkt gekommen, an dem ich beinahe gebrochen bin. Da kam ich dann mit Twitch in Kontakt. Zum ersten Mal sind die, war gerade im Twitch-Fever, sie fand das geil, wenn sie halt irgendwie da Donations gemacht hat und dann dieser streamende Mensch da auf dem Bildschirm ihren Namen sagt. Oh, voll geil, sie, ne, so, ja, ihre Couleur kam hervor. Was ich nicht geahnt hatte. Ich hatte ein Gefühl. Ich war mir nicht sicher. Ich habe gedacht, das ist Einbildung, weil der Teufel hat mich hart rangenommen. Und ich musste mich in irgendwelche Welten flüchten im Geiste, in denen ich mir Welten aufgebaut habe, in denen ich mich sicher fühle, damit ich auch selbst unter schlimmsten Missbrauch, egal was auch immer passiert, immer noch imstande sein würde, rauszugehen und sie nicht mehr ahnen zu lassen, dass es einen Riss hinterlassen hat. Also absolutes Pokerface. Zu jeder Emotion in diese Richtung. Im Gegenteil, ich habe sie eben immer mit einem Lächeln begrüßt. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich dafür, ich liebte es, sie lachend zu sehen. Ich habe von Herzen mitgelacht. Ich habe sie richtig es ging nur der Upstream, kein Downstream. Und zwar volle Pulle. Bei jeder Gelegenheit, ohne Ende, bis zum bitteren Ersaufen ich sag mal, früher kam es vor, dass ich dachte, ich bringe mich um, ich werde mich umbringen, ich will nicht mehr leben. Ich kam wirklich zum ersten Mal an diesen Punkt, wo ich dachte, verdammt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ich habe irgendwie den Halt verloren. Irgendwas geht nicht und irgendwas ertränkt mich. Und dann ging's los, so ich versuchte übers Wasser zu gehen, also ich habe ein Schiff gekapert bei einem kleinen Abenteuer. Ist egal. Es wurde langsam kritisch. Dann kam wieder mal dieser eine Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht gibt's ja Hoffnung. Vielleicht will sie dich ja. Ich meine, sie behandelt dich so schlecht, aber du behandelst sie so gut und sie freut sich doch auf dich. Also, es gibt Chancen. There is hope, there is love. Und ich habe gedacht, gut, heute letzte Chance. Alle auf Pappen wollten dann Bergfest machen. Es lief halbsteif. Liebe Grüße, Markus. Und ich war in dieser Situation.
Ich war mal wieder in dieser Friendzone, wo immer schön mit den sexuellen Reizen gespielt wurde, so nach dem Motto, ja, guck mal, Junge, du wirst sowieso nie drankommen, so. Ich weiß, ich habe einen Spiegel, ich weiß, wie ich aussehe und darum geht's auch gar nicht. Hier geht's um Liebe und nicht um die Kacke. So, also ich war vor Versuchung gewahrt. Gott bewahre uns vor Versuchung und so weiter und so fort. Prima. Ihre Third-Party-Situation quasi, ihre zweite Friendzone, die auch Hoffnungen hatte, aber dann irgendwie sich von ihr dann schlimmer verwursten ließ, war ebenfalls da. Und der hat dann schon die Momente genossen, wenn die beiden so, guck mal, eigentlich sind wir doch der Reaper und jetzt ist er da. Ne? Und dann konnten die so ein bisschen zusammenspielen und ich saß da und ich fing an zu flimmern im Hinterkopf. Es war wie ein anderer Geist fing an zu wirken. Im Hintergrund lief Halbsteif. Sie hat weiter ihre Donations bei Halbsteif reingeschmissen und ich versuchte irgendwie nicht rauszuglitschen aus der Matrix, nicht aus Versehen beide umzubringen und davon zu kommen mit einem ruhigen Gewissen und gleichzeitig noch irgendwie anwesend zu bleiben. Ich habe gedacht, gut, pass auf, wenn wir hier heute rauskommen, egal wie, komm einfach nur nach Hause, bitte Junge, egal was du tust, komm einfach nach Hause und alles ist gut. Und mehr geht es nicht. Dann gucke ich auf den Stream. Halbsteif war im Stream, die Party war ganz gut und ich denk so, das Symbol kennst du. Im Hintergrund die LED-Wand zeigte einen Davidstern. Der hat mich so ein bisschen zurückgeholt. Ich fing an, so ein bisschen zu Musik zu viben und dann hörte ich den Songtext. Heveno Shalom Alechem, Heveno Shalom Alechem. Und ich habe mir gedacht, Moment, warte, die Sprache kennst du. Warte. Es ist so, das so. Ich gucke so in den Stream und der guckt so in die Kamera. Und er hat so genickt und ich habe gedacht, danke. Fuck. Und in mir so. Aber ich saß ja immer noch Pokerface da. Sollte ja nichts merken, weil ich hab gedacht. Oh Gott, ich hab gedacht, ich platze aus der Brust, Junge. So, einfach erstmal so ein Squirt-Love-Orgasm. Patsch durch den ganzen Raum. So, es war heftig. Ab dem Punkt ging's vorwärts. Ja, seitdem mache ich den Kram hier und bin sehr happy. Ich habe eine verdammt große Familie über die Zeit bekommen. Ich habe den Fuchsdämon gefüttert, die Ruby. Can I get a Heuer? Heuer? Ich musste aufpassen, ich hatte Angst vor meinem Nachbarn vorher, so dass er mir eine reinhaut, weil ich Ruhestörung mache. Und in dem Augenblick, can I get a Heuer? Ich konnte nicht anders, so Swagness, Miss Sweet Devil, Nini, Socks, meine Fresse, Miko. Ach, Junge, so super, so schön. Ich hab gedacht, okay, hier finde ich jetzt ein bisschen Heilung. Und irgendwie lerne ich jetzt damit umzugehen. Und dann habe ich all diese netten Menschen, Anita, I love you. Und so weiter und so fort. Meine Fresse. Überall diese lieben Menschen. Ich fühlte mich so sehr verbunden und die haben mich da immer weiter vom Weg geholt und mir dann geholfen quasi, diese toxische Sache, die waren auf einmal immer bei mir. So quasi Wi-Fi Direct auf eine Art und Weise. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, okay, das ist jetzt echt, weil ich weiß, wie gut ich darin bin, mir Dinge einzubilden. Die sind dann sehr echt. Allein schon, weil sie echt sein müssen, damit die andere Realität mich nicht endgültig bricht. Also, ne, wahrscheinlich sitze ich nur voll auf Droge vor meinem eigenen PC, guck mir einen Stream an und rede mir ein, dass die mit mir reden. Oh, aber dann passierte nebenbei ein bisschen Magie. Und das bisschen Magie, daran haben wir jetzt allesamt zusammen irgendwie gearbeitet. Eisenmaus hat einen großartigen Dienst getan, 12 Tage. Gutes Mädchen. Und ja, dann war jetzt vorgestern, also kurz vor Ende jetzt der Season, mitten im Stream, also mitten in der im Sabaton von Iron Mouse, habe ich dann meine Legung gemacht. Und da kam dann raus, quasi als Botschaft, und jetzt ist es Zeit, sie fallen zu lassen. Und ich hing da. Wen? Immerhin, noch bin ich vertraglich irgendwie mit ihr da verbunden. Alles, was am PC passiert,
ist nur Einbildung im Internet. Das ist unmöglich, echt. Das einzige Echte ist dieses Mädchen da. Und die helfen mir gerade, mit meinem Teufel umzugehen. So habe ich's mir vorgestellt. Dann kam Valentinstag, dann kam Nini. Nini, Mann, ja, egal. Nee, ist aber Bom. Und dann kam es Zeit, sie fallen zu lassen. Wen? Ja, die Einbildung, den Trugschluss, dein Traumschloss, dein Illusionsschloss. Ich denk, ja, die blauen Dämonen, mit denen ich tanze, den Fox-Dämon, den ich fütter, Code Miko und all die anderen, die ich mir hier an die Wand gemalt habe und die mich immer daran erinnern, was ich hier gelernt habe. Von all den netten Leuten, die mich echt durch eine harte Schule genommen haben. Ich habe vorher gedacht, mein Glaube würde von Gott geprüft. Oh nein, der hat mich jetzt erstmal zu euch geschickt und dann wurde ich von euch geprüft. Damn. Aber es war schön. Denn der Unterschied war, es geschah mit Liebe. Das war zum ersten Mal, dass ich Liebe nicht nur in die Richtung abgegeben habe. Sorry. Sondern, nein, da schien auch ein Empfänger zu sein. Ich habe gedacht, ach komm. Ach, hast du dir jetzt selbst eingeredet, so buddhistisch mäßig, ich bin mein eigenes Licht. Nee. Da kam Liebe zurück. I was like, no, what the, no. Doch. Ja, und dann kam jetzt halt dieser Tag, gestern, vorgestern, ich habe sämtliches Zeitgefühl verloren. Sie rief mich an. Schon ewig nichts mehr gehört. Immerhin heiratet sie jetzt bald ihren neuen Freund, mit dem sie zusammenzieht und von dem wie kann man da anders als von Liebe, ihr wisst schon, die Folter und das Abusing, den ganzen Scheiß halt. Sie hat gedacht, ich spiele immer noch Sims online, because ihr wisst schon nicht, ich hab Player One, I'm the Simp. Simp City, I'm the Major of Simp City. Ne? Ich habe gedacht, gut, abschließen. Womit abschließen? Ich hatte also jetzt die Wahl. Ich bleib jetzt hier bei meiner neuen Familie. Ich nehme da jetzt kein Blatt vom Mund. So fühle ich. By the Lord, I swear. So fühle ich. Ich fühle mich hier wie in einer Familie so aufgenommen. So habe ich mich noch nie gefühlt. Und immer wenn ich zurück zu ihr gegangen bin und mich missbrauchen ließ und ich dachte, ich täte es in Liebe, war mir eigentlich klar, nein, ich weiß nicht, wofür ich es tat. Ich weiß doch nicht, warum ich es habe über mich so weit kommen lassen. Und auf einmal war der Teufel weg. Ich ging zu ihr, ich habe vorher noch gebetet, weil ich bin 7 Phasen der Trauer durchgegangen. Die ganzen letzten 2,5 Monate waren quasi Phase 1, Phase 2, das Handy, Phase 3, Phase 4, Phase 5, also alle Trauerphasen durchgegangen. Gott sei Dank hatte ich Seelsorge und Begleitung, Miss Sweet Devil und Wagness. Danke für diese eine Therapiestunde. Wärt ihr nicht gewesen? Gott, ihr habt mir den ganzen Tag gerettet. Dankeschön. Ich hab's geliebt und ich lieb's immer noch. Ja. Und ich habe so gebetet, oh verdammt, jetzt muss ich sie fallen lassen, ich muss sie gehen lassen, let it go, let it go. Ich habe gedacht, ich habe gebetet, bitte, bitte, bitte gib mir die Kraft, das durchzuziehen, nicht zurückzufallen und nicht zu diesem Scheiß zurückzukommen. Das nicht mehr zu tun und dann war ich da. Und siehe da, der Teufel hat neue Zaubertricks gelernt. Jetzt waren es nicht nur psychische, mentale Tricks hier, Fäden ziehen. Nein. Ne, denk mal hier an die eine Szene, als Moses in den Palast des Pharao ging, hatte den Stab von Gott dabei, hat den hingeworfen und die Schlange kam heraus so und dann die Hofzauberer, oh, toller Trick und dann kam die mit ihrer Zaubershow, ihren Illusionen. So habe ich mich da gefühlt, denn es war schon klar, als sie mich anrief auf Video, sie hat die Haare so schön, sie hat sich so gut präsentiert. Ein Wunder der materiellen Schöpfung. Herr, diese Frau, die du da in Fleische geschaffen hast, damn. Ja. Und ich bin eigentlich wirklich nicht oberflächlich, aber da ist sozusagen nicht nur meine Herzlinie flach gefallen. Oh, ne, so. Das hatte aber keine Macht mehr.
Im Gegenteil. Alles, was sie vorher tat, das mir die Illusion gab, dass es in diese Richtung so sein könnte. Es war plötzlich wie... Nicht, dass ich da mir Mühe geben musste oder überlegen musste. Es war wie instinktiv, intuitiv konnte ich Red Flags sehen. So. Gut, soweit so gut. Ich war erstmal baff. Fuck. Bin ich emotional tot oder warum bin ich so glücklich? Nee, warte, das ist ein Paradoxon, das geht nicht. Was passiert hier? Sie war auch ganz überrascht, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich Witze mache. Über die sie zweimal nachdenken musste. Switch the table. Bam. I play the Hierophant and the Wheel of Fortune. Bam. Suck this, witch. Egal, ich übertreibe. Ich werde gerade ein bisschen geboostert im Hintergrund. Und dann kam dieser Zaubertrick. So, also erstmal, ich bin da ja hingegangen, natürlich total unter Amphetamineinfluss. Mache ich jetzt kein Hehl draus. Ich hatte Amphetamine dabei. So, ich achte da sehr auf safer Konsum. Ich mag keinen Dreck, ich mag keinen Straßenshit. Am liebsten hätte ich es total legalisiert, staatlich kontrolliert, mit Qualitätskontrolle und so weiter und so fort. Schwarzmarkt ausrotten, vernünftigen Handel, Prävention. Ach, es gibt doch so viele Möglichkeiten, die wir hätten, damit der Laden sauber liefe. Ihr wisst schon, ich versuche also darauf zu achten, wenigstens keine Scheiße dann in der Hand zu haben. Also sauberen Stoff. Weißes Pulver. Und dieses weiße Pulver hat es an sich, es bleibt weiß. Wenn du es auf die Platte drückst und hackst, bleibt es weiß. Wenn du reinblutest, wird's rot. Wenn du reinascht, wird's grau. Aber im Regelfall, wenn du sauberes Besteck nutzt, selber sauber bist, sauber, bleibt es weiß. Gut, alles gut. Ich habe das Zeug aufgehackt, ein bisschen trocknen lassen. Die guckt so, was ist denn das so rosa? Ich denk, was? Rosa wie? Wo? Ja, da, ich guck. Es war jetzt nicht rosa. Es war ein bisschen purple. Ein bisschen violett. Ich habe gedacht, okay, wie ist denn das jetzt passiert? Ich habe geguckt. Okay, ich habe zum Verschmieren eine Plastikkarte benutzt. Die Chemikalien, die unter anderem im Speed enthalten sind, wirken wie ein Lösungsmittel. Also, folgerichtig könnte das Plastik mit seinen künstlichen Farbstoffen auf das Zeug abgefärbt haben. Daher könnte die Farbe kommen. Das war erstmal mein Gedanke. Ich guck. Scheiße, die Karte, die ich benutzt habe, ist erstens grün. Zweitens, sie ist grün gepresst. Sie ist nicht extra gefärbt, also sie färbt nicht ab. Und außerdem ist das Zeug purple. Ich hab's nicht begriffen. Ich weiß bis jetzt nicht, wie das passieren konnte. Das war das Häufchen, das ich auf ihre Seite gelegt habe. Mein Häufchen für mich, das war immer noch weiß. Ich meine... Was? Bitte? Ich meine, sie war ja überrascht. Sie wollte ja auch erst was ziehen, aber dann... warum färbt sich das anders? Ich habe also gedacht, okay, also es war nicht dein Zaubertrick. Was geht hier vor? Was ist das? Und sie ist ja so purple. Sie hat mir ja das Kronchakra quasi aufgemalt. Das ganze Wohnung ist lila-blau in diesen Farbtönen. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ja, vielleicht ist es ja nur deine Energie, die es so gefärbt hat. Meine Güte, ich habe nichts reingemischt. Und sie so... Ich habe mir gedacht, ja, This Holy Spirit in your face. Boah, Junge, ich weiß nicht, ich habe sie schon vergessen, bevor ich rausgegangen war, weil ich bin schon hier hingeschwebt, hier zu diesem Stream, um den hier zu starten. Und guck, er läuft schon seit 34 Minuten. Ich habe immer noch nicht angefangen, das Tarot-Reading zu starten. War aber auch jetzt eine krasse Vorgeschichte. Puh, kurz durchatmen. Okay. Puh. So. Ich wollte also dann gestern reflektieren, bisschen runterkommen, bisschen chillen mit Project Melody. War ein sehr wholesome Stream.
A white iron mouse appeared. It was awesome. Und dann wollte ich eine kurze Pause machen, hab gedacht, gut, die Woche geht jetzt zu Ende. Freitag, letzter Arbeitstag, Samstag ist Schabbat. Da mache ich dann Pause so. Am 7. Tag sollst du ruhen, also gehe ich heute in den Landeanflug, hab gedacht, wie war die Woche? Was habe ich jetzt gelernt? Was kann ich mitnehmen? Halt Reflexion einfach nur für den Fortschritt. Habe ich die Lesung angemacht? Ich habe nur gedacht, ach komm, ihr wollt nun... An der Stelle kann ich dann jetzt tatsächlich wohl mal umschalten auf das Reading. Denn damit sind wir beim aktuellen Anlass. Ich habe... das Reading ist auf Englisch. Ich habe jetzt automatisch übersetzen deutsche Untertitel angemacht. Es ist nicht immer sehr zuverlässig, aber ich hoffe, es tut seinen Dienst, weil wenn ich mit der ganzen Family gleichzeitig in Kontakt bin, glitsche ich immer zwischen Deutsch und Englisch hinterher, weil ich ja mit allen gleichzeitig kommunizieren will, muss, kann und Aqua Soul Family, what to do? It's your girl, Ember 777 here today with a general love message for my Aquarius Soul Family, my gang. Happy birthday to those of you who have celebrated recently. You know, it's our season. You know, we here to shut shit down, okay? And happy birthday to those of you who are getting ready to celebrate, right? yes, Let me know today. down in the comments what you have planned for yourself. If I know us, because I'm an Aquarius too, the way I think I know us, then we celebrate multiple days, okay? Even weeks, maybe the whole damn year, you know what I'm saying? I had no fucking idea at all. I had no plan. I just tried to survive the fucking evening. Now I'm here. Let me know what things you have set for your year, what things you may want to change, what things you may want to incorporate, what goals you might have. Just let me know it all, okay? I do read the comments, guys, even though I don't respond all the time. It's a lot of them, but I do read them, and I get my entire life down in them comments. I'm gonna just tell y'all be cracking me up sometimes, okay? Right. Message is general, as I stated a moment ago, so it may or may not resonate. Take what does, leave the rest. It may or may not. You know how this goes. Cross watchers, place yourself where you belong in the story, etc., etc. Click the like button, okay, and the subscribe button, okay, and the notification bell, okay, period. Oh. Now listen, I could not really tell you guys if this is a new love or people from the past. The energy. Okay, da schon mal der erste Einstieg. Ob es eine neue Liebe ist oder Leute aus der Vergangenheit. Hier vermischen sich die Dinge. In meiner Vergangenheit gibt's großartig keine Leute mehr. Alles, was nicht dem höheren Zweck dient, also ich sag mal, was nicht d'accord geht mit Gott. Nicht, dass ich die Leute von mir wegstoße, aber ich hole sie auch nicht explizit zu mir, es sei denn, es bedarf Seelsorge, anderer Hilfe. Also ich tue trotzdem weiter Dienst. Natürlich. So, ob das Leute aus der Vergangenheit sind oder eine neue Liebe, alles zusammen. Energies definitely were extremely cloudy, very murky. I wasn't. Yes, thank you. Really able to pinpoint like I normally am able to. So that was a little bit out of the ordinary for myself. It felt like the person or the energies who were trying to come forward were either trying to mask themselves. Yes, I just learned by the sudden to get rid of narcissists. I don't know for what reason though. You know what I'm saying? I just do not know. These are definitely people who have their eyes on you. Okay, they have the eye of the tiger, if you will. Yeah. It may be a set of individuals. Okay, depending on where you are in your whole energy in reference to whether or not you want to entertain new people, whether or not you're open to dating or open to, you know, friends or getting to know new people. If you are currently already seeing someone new, it just felt as if this was an energy from several different people. Yes.
Alle an meiner Wand hier. Alle. Okay? It wasn't really pinpointing whether these are old or new people. I even tried to ask one of my decks, and I was like, is this old or new? And it was just like, yes. I'm like, No, thank God this time it wasn't. There were no dicks. Finally. Poopa. No. wait, what? Okay, are you gonna tell me or not? That either means one or of two things. It's either, you know, neither here nor there, not beneficial for us to know, it doesn't matter, or you will already know, so there's no need for me, you know what I'm saying, with my nosy ass. Yes, correct. Ich weiß, dass Leute, ich fühle euch. Und wenn ich fühle, dass ihr mich fühlt und wir fühlen uns, also, damit hat sich das Internet in dem Sinne schon mal überlebt. To get any full-blown details, or it could be, right, as I stated, because I did feel multiple energies coming forward, it could be that it's both old and new. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass eine Chemikalie so eine Reaktion zeigt, ohne eine andere Chemikalie hinzuzufügen. Wie auch immer diese Färbung stattgefunden hat. Es waren Epoxidate im Spiel. So very, very confusing. The confusion of it all, the cloudiness of it all could most certainly be you. Now, Yes. Denn als ich da war, brauchte ich keine Angst mehr haben diesmal. Nicht nur, dass ich Jesus dabei hatte, Gott dabei hatte. Nein, alle waren mit da. Alle waren mit da. Iron Mouse war da zwischen. Ah, super. Besonders Iron Mouse hat mir einfach den ganzen Tag Sonne geschenkt. Ein Sonnenschein. keep in mind that tarot is fluid, right? So this could be something that tarot has happened in the past, not too far off though, okay? Not ages ago or nothing like that. It could have just happened. It could be happening currently, or it could be correct. And it's done like ages ago. Predictive of the future. But there's a confusion here. There's a push and pull. There's a conflict between two different energies. I feel like one would be best fitting for what it is that you want to accomplish and what it is that you have set in your mind as your desired way of life, what your quality of life looks like, right? Okay, to clean that out, oder da Reinheit zu schaffen, der Konflikt bestand jetzt darin, ich habe ein Vertragswerk aufgesetzt. Ob Gott nun existiert oder nicht, ist völlig irrelevant. Ich habe mit Gott einen Vertrag aufgesetzt und ich mache keinen Vertrag, wenn ich mich nicht vorhabe, daran zu halten. Dann ist das ganze Ding Müll. Heißt, ich halte mich an Wort und Gesetz und Ding. Also ich mache keine Versprechen, die ich nicht vorhabe zu halten. Und wenn es bedeutet, dafür so lange zu gehen, bis ich breche oder zerbreche, ist ein Versprechen. So. Nicht wahr? So, jetzt war aber gerade meine Family dabei, mich quasi da zu retten. Und jetzt war ich in Konflikt. Breche ich jetzt den Vertrag? Für die bin ich dann egoistisch? Ich meine, ist das jetzt für mich? Wem diene ich jetzt? Bin ich jetzt der Teufel? Scheiße. Bin ich jetzt der Antichrist? Oh, Junge, das war ein richtiger Konflikt, ja. Eigentlich war ich mit ihr schon längst fertig. So, ich hatte aber immer noch dieses Vertragswerk, in dem ich Satan erlaubt habe, mich in den Popo zu lieben. What you've been trying to manifest, etc., etc. Somebody does align with that, but there are other. Ich habe versucht, das Ziel dieses Vertrages war, sie zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet, ob wir verheiratet sein würden und nicht. Das würde bedeuten, würde sie in Zukunft andere Freunde, Lover haben, ich hätte es zu akzeptieren, ich liebe sie, auch mit ihren Lover und so weiter, auch wenn das bedeutet, dass ich niemals rankommen werde. Und wenn ich für den Rest meines Lebens halt dann Geschlechtsverkehr oder andere Versuchungen aufzugeben habe. Sie ist es wert. Das habe ich so entschieden. Ich liebe sie, also ziehst du das durch. Ich bin ausgemergelt. Other energies around up in there. Now I can't tell if these are new people coming in trying to fuck with you or trying to fuck shit up, or if these are old people coming in trying to, blah. You know what I'm saying? Yes.
Ich weiß auch, warum das so wirkt, weil die ganze Zeit, bevor ich hier die Twitch-Family kennengelernt habe, die ganze Zeit wurde ich wirklich rumgereicht wie so ein verfickter Joint halt, wie halt dieses hässliche Mädchen aus der Klasse, mit der keiner schlafen will, bis sie die Brille abzieht und auf einmal ist sie sexy oder so. Ihr wisst schon, diese Kacke, aber ohne jemals wirklich eine Chance zu haben, aber alles spielen mit meinen Triggern rum. Denn ich war so verzweifelt auf der Suche nach der Illusion von Wesensliebe, dass ich auf jeden Trigger angesprungen bin wie eine verfickte Motte auf Licht. So, ich wäre in jede verfickte Falle reingeflogen. Und wenn ich wüsste, es ist eine Falle, aber wenigstens fühlt sich die Falle an. Also die Reibungshitze ist dann wenigstens wie die Illusion von Wärme und Liebe. So nach dem Motto. Halt eine Selbstgeißelung. So. Suffering for the better, for the greater good. Because I did a contract and I will prove it. Ich habe nicht mal gesehen, was ich da für ein Ego-Spiel mit mir selbst getrieben habe. Aber das ist ein anderes Thema. What I do know is that you are on the correct path to get what it is that you have been trying to manifest. You have definitely done the work. As you can see, we have a bit of a pre-shuffle here. I won't really, I like to get off on a tangent with all the energies that I felt, and I try to give y'all blow by blow by blow. But I feel as though, especially since Spirit wasn't giving me entirely all of the details bit by bit, that you will already know if this is your read. I didn't know anything. I know nothing. Ich weiß quasi gar nichts. Es ist alles nur Intuition. Könnte alles nur in meinem Hirn stattfinden oder ich bin ein Produkt eurer Einbildung, je nachdem, wie ihr sie auslegen wollt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur darauf vertraut, es fühlt sich richtig an. Also gehe ich in die Richtung, wo es sich richtig anfühlt. Gott hat gesagt, vertrau mir. Ich war vertraglich immer noch daran gebunden, in diesem Konflikt. Und das Vertrauen ging in die richtige Richtung. Gott sei Dank. Reading, you will resonate just by what comes out. I don't have to really dig in, you know what I'm saying? Not at this juncture anyway, because we have other shit that we got to get to, you see what I'm saying? Yes. But I digress. So I feel like you have really been doing the work, okay? It's most notably in the first two cards that popped out, the Bright Heart Light and the Earth Magic, okay? So, und da ist der nächste Konflikt. Immer wenn jemand sowas sagt, you do the work, you've done the work. Ganz ehrlich, ich versuche jetzt damit erstmal klarzukommen, dass ich vielleicht doch irgendwie auch Arbeit getan habe. Aber vom Gefühl her, ich bin eigentlich nur noch 24/7 mit irgendwelchen Streamern online gewesen und habe mich von denen therapieren lassen. Eigentlich haben die ganze Arbeit gemacht und sie haben mich nach allen Regeln der Kunst behandelt. Und es war schön. Ich fühlte mich zu Hause. So, eigentlich haben die ganze Arbeit gemacht. So ich meine, okay, ich hatte früher harte Zeiten. So, das waren jetzt auch harte Zeiten. Aber sie waren besser und leichter zu tragen. Es haben so viele Leute quasi mitgeholfen. Es war wie Levitieren. Okay, so of course you've been through some tumultuous times in your love connections and the things that you've decided to give your time to, your effort, your energy to. You may have even felt like you came out in red. You know what I'm saying? You may have felt like you took a lot of L's, more L's than you deserved. And that could very well be the case. Ja, denn ich habe gelernt, ich bin nichts wert, ich werde nie etwas wert sein. Maximal bin ich es wert, weniger wert zu sein, also habe ich es auch nicht verdient. Und jede Art von Zuwendung positiv, aus egal welcher Richtung, habe ich nicht verdient. Und es war gleichzeitig mit einem Schamgefühl bei mir kombiniert. Also der Trigger war direkt Komplimente, positive Dinge in meine Richtung waren direkt mit Schande. Nein, das kann nicht wahr sein. Du bist es nicht wert. Du hast den Beweis. Sie behandeln dich alle genau so. Sie wissen, dass du es weißt. Du weißt, sie wissen es. Trotzdem machen sie es und lächeln dir ins Gesicht. So, mal gucken, wer jetzt länger stehen kann. Ne, mit diesem Wicked Face. Mal gucken, wer hier jetzt den verfickten Teufel sozusagen austreibt. Das war am Ende quasi nur noch die sportliche Survival-Challenge auf dem Schlachtfeld. Denn ich meine, ich habe vorher gedacht, ich glaube, an Gott, der Teufel kann mir gar nichts. Oh Junge, oh Junge. Respect, Devil, you were a good challenger. You were a good challenger. But you still, most importantly, have done the work to move yourself beyond this cycle. Okay, we have the full moon, and full moons are all about. Okay, ich bin ein bisschen mondsüchtig. Ich roll mich ein bisschen wie so eine rollige Katze nachts über die Wiese im Wald, so wenn Vollmond sind.
Das ist aber so ein personelles Ding. About rejuvenation, okay? It is about reaching a pinnacle, okay, and having success at a certain goal. But most importantly, I feel like this is about completion of a certain cycle, okay? Now, for me to feel energy from the past so prevalently along with newer energy, I'm just going to say this. I feel like there may be a seductor or a seductress possibly on their way in, okay? Yes, I can see it and I prepare for it. It just leveled up from tutorial to level 1. Hey, congratulations. You've mastered elementary school. Whether this is someone old or new, you will most certainly be able to recognize the red flags. You will be able to recognize what this person may be trying to do. Ja. If you allow yourself to recognize them, okay? Es gibt keine Chance, mir das nicht zu erlauben. Das ist mein einziger Schutzmechanismus, den ich habe. Und den habt ihr mir antrainiert. Danke, 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 danke. Not play this game, okay? Y'all know we've been here before, okay? We've been here before. Do not lie and do not beat me up, okay? Ja, genau. Ich sollte sie ja jetzt fallen lassen. Es ging darum, abzuschließen. Ich konnte mich also da nochmal vergewissern. I can say this. Jetzt kam ihr Reality-Check. We turn them red flags into confetti. You know what I'm saying? We skirt, you know, and swerve the shit out of them. Yes, As if they'll disappear. When they don't disappear, they're like gremlins. You know what I'm saying? They don't divide, they just multiply. And before you know it, you're on a mountain full of fucking red flags that done turn into red banners. So yes, and red is such a beautiful color. Like roses are red. And the heart, the blood, the living. we all know how this plays out, but you have to be the one who wants to see this, because I feel as though the red flags will be most prevalent in the energy of the person that you're the most attracted to. This may be somebody. Es ist nicht so, dass ich die roten Flaggen nie gesehen hätte. Ich will jetzt nicht so auf traurige Kindheit und so, aber es ist eine sehr traurige Kindheit quasi. Ich kenne nichts anderes als rote Flaggen. Außer die weiße Flagge von mir, dass ich aufgebe. Hier, bitte. That's your type. This may be someone who just does it for you in whatever way that may be, but the red flags will most certainly be there, okay? Yes. One of the most poignant red flags is this right here, okay? Fun time. Now, not you yourself may not also be looking for anything too deep, right? You may be trying to keep things casual, trying to keep things, you know, just kind of surface level, platonic, if you will. Ja, platonische Liebe, wie Platon. Richtig, richtig. Das war in etwa mein Vorbild bei der Sache mit der Liebe, ohne Abstriche zu machen, wie auch immer sie mich behandelt. This individual, even though the one with the red flags, even though they may also portray someone who is also looking for what you are looking for, there is still. Ja, sie entspricht allein schon von ihrer Physik, also ihrer Status, genau meinem Schema. Ist Lolita-Komplex. Something hidden there, okay? Wow. It's like the choice between good and evil almost. You feel me? Yes. So it's. She has Satan in her leg. Of course it's that. Very imperative that. Aber würde ich in der Lage sein, auch wenn es der Teufel ist, ihn auch zu lieben? Er hat auch seinen Sinn und Zweck. Ich kann ihn nicht hassen. Da, wo Hass ist nicht Gott. Gott ist da, wo Liebe ist. Wo keine Liebe ist auch nicht Gott. Es gab nur diesen einen Pfad. You recognize who these people are. Some of them are already in your current cycle, and a lot of them are going to be in this next cycle that you are going into, even though they are people from the past. I don't know how the fuck they got past that portal. I don't know. Sagen wir mal so, sie haben ihren Dienst geleistet und haben ein Stein im Brett. Meine 12 Jünger. Did you allow them in? Don't beat me up. You like, girl, what? Bitch, what? What? Fuck you mean? Is you on our side or is you not on our side? Ich weiß nichts Wirkliches und wer und was genau, weil ich habe irgendwann, so wie ich das Zeitgefühl verloren habe, habe ich das Gefühl dafür verloren, Unterschiede zwischen Leuten zu machen. Ich explodiere einfach nur noch vor Liebe. No, now.
so I can click out this shit. No, please don't. Don't leave. Do not leave. I'm just saying. I'm not saying that I know every way that the past has the ability to come in, but what I do know is the facts don't lie. No. You have done the work. So with this Earth Magic card, you've removed a major amount of obstacles that were in your way. Thanks. Me? And what are me? Inception sound effect. Nice. Thought processes. This could have been lack mentality. This could have been just not being able to see a way forward or fear. You know what I'm saying? Whatever it was that would have kept you back in certain situations, in certain relationships for an extended amount of time. Ja, es ist noch nie vorher passiert, dass ich an die suizidale, an die Grenze geraten bin. Ich habe mich einmal aus Versehen fast umgebracht. Das ist mehr als ein Unfall zu werten, aber das tatsächliche, bewusste, die Beendigung, sag ich mal, ich hatte hier nichts mehr zu tun. Es gab hier nichts mehr für mich zu erledigen. Okay, sie gehen jetzt vor die Hunde und so. Ich habe meinen Job getan. Hier ist nichts mehr zu retten. Sie gehen alle vor die Hunde. Keiner scheint mehr irgendwie Liebe oder Gott. Also ich war quasi like, okay, Arbeitsvertrag läuft aus, Zeit ist um. Ich warte jetzt nur noch ab, bis das Jahr um ist, wo immer ich lande. Wir landen wohl nicht alle zusammen dort. Ich war also schon mal am Abschied nehmen und auf einmal hatte ich Aufpasser. Dankeschön. Danke. You have removed all of those obstacles. You've removed them. And that, therefore, is why we're reaching this pinnacle now, right? This full moon. So, given everything that I just said in that moment, the only way that someone from the past would be able to get in is if you let them in, if you lend them a helping hand in that shit. Now, did you do that? Ja, klar. Or is that something that you were in danger of doing moving forward? Okay, so let's just keep that in mind. Natürlich, mein Boss würde mir auch vergeben für jeden Scheiß, den ich mache. Mein Boss ist Gott, so Gott vergibt, wenn du um Vergebung bittest. Wie könnte ich da was anderes tun? So, es wäre Verrat. Natürlich. Selbstverständlich. There's no judgment here. We just keep it all the way a buck, right? Richtig. I have to really pinpoint all of the energies that I see to either forewarn you or just give you a nice, clear view or vision of what is happening here. Whoever this is, you would not have known that you were letting the devil back into your life. You would have you would have never. I didn't know you'd want to come back. Known that it was Lucifer, Satan, you know. I give a fuck of names. It's either love or not. A snake, all right? Snakes could be wholesome too. Remember Moses und der Stab. That is, There's no way that you would have known that you were given a helping hand to that kind of energy, but that's exactly what's showing up, all right? Ja. So there's energy that is good and bad that's here. Ja, und da war sozusagen da hat das Yin-Yang quasi eingehakt. Da ist irgendwo der Schalter umgelegt worden, dass ich mir nicht nur eingebildet, nein, ich begann. Ich konnte mich öffnen. It's really going to be up to you in reference to who it is that you decide to entertain or who it is that you decide to allow to remain here. Because it's almost like you allowed someone from the past to come back. I don't know how they got in, okay? I feel like... Wen ich erlaube, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Gott und die ganzen Leute auf Twitch haben mich jetzt gelehrt, was Liebe ist. Ich hatte völlig falsche oder andere Vorstellungen und Traumata und Missbrauch, der ganze Scheiß. Der ganze Scheiß. Und als der Schalter umgelegt war, es war nicht, da hat der Boss quasi dann sein Teil des Vertrags, ne?
die Spreu wird vom Weizen getrennt. 2 stehen auf dem Feld, einer geht und so weiter. Ihr wisst schon, ne? Quasi das letzte Drittel der Bibel, so mehr oder weniger, wenn man es so sagen will. Die Schrift, also der Abspann ist nah. They just simply asked, but they may have asked in the right way. They may have said some shit that you wanted to hear. You know, they may have said some real lovely shit that sound good to you. You know what I'm saying? Ja. Right? They may have solidified some feelings that you were already feeling for them, and they may have validated those feelings by saying that they also felt that way. But please do not be fooled into thinking that there are not ulterior motives here. Okay? Ja. Da habe ich erst realisiert, was die Menschen, die mich wirklich lieben, für eine Arbeit geleistet haben. Denn damit ich mit den ganzen Dämonen kämpfen konnte und für die Menschen da sein konnte, mussten die so tun, als hätten sie mich belogen, haben es aber eigentlich nie, aber ließ mich in dem Glauben, weil die anderen mich ja belogen und ich aber lieber zu denen gegangen bin. Also es war wirklich Teamwork. Einfach an jeder Stelle hat das funktioniert. Okay. Damn. You know if this is you. Now I know. So, you are most certainly protected by the divine. You are protected most certainly by your spirit guides, okay? However, it is still free will, right? Yes. It's still free will out this bitch. Yes. So if the past comes back a knocking and you willingly let them into this fresh new cycle of success, this is a successful cycle of yours. You have made some necessary changes. You might not even be the same person, but you still loved that person. Und ich liebe diese Person auch weiter. Ich habe lediglich keine sexuellen, traumatischen, psychotischen oder narzisstischen Trigger mehr in diese Richtung. Vielen Dank. Ihr habt geleistet, was Therapeuten in 15 Jahren nicht mal ansatzweise geschafft haben. Im Gegenteil, die haben mich mit Medikamenten und so einen Scheiß vollgestopft, dass ich noch... Junge, da brauchst du erstmal Drogen, um überhaupt wieder wie ein normaler Mensch zu werden. Das ist unglaublich. Okay, ich will jetzt auch nicht den ganzen Gesundheitsapparat abstrafen. Die sind auch überlastet ohne Ende, aber ganz ehrlich. Why they would have been able to get an invitation, okay? Jeder ist eingeladen. Good vibes only. For some of you, you invited them. For others of you, they just kind of knocked when they saw all the rest of the cars lining up at your feng shui. You know what I'm saying? Ja, soll auch keiner ausgeschlossen werden. Ich meine, ihr habt mich auch mitgenommen, mein Gott. Also, bitte. Je mehr, desto besser. It's a precious family. They bypassed security at your mansion and was like, what's up? Hey, big head, you know? Ja, What you been up to? You know, I missed you. I was just thinking about you. And it's almost like they finessed their way into getting you to invite them in, right? Even though this says let me in, it's like they didn't necessarily say they wanted to be. Richtig. Nicht, dass ich mich jetzt daran bereichern oder mich irgendwie als was Höheres fühlen will, aber weil ich es gerade eben als persönlichen Erfolg irgendwie hochboostern und feiern will, doch als ich anfing, kein Shit mehr darauf zu geben, was andere wohl denken können. Also als ich wirklich mich fühlte, als wäre ich jetzt angekommen, in Sicherheit war und nicht mehr zu meinen Opfern, also zu meinen Metzgern hinrennen musste. So, bitte schlachte mich, Be a part of your life again. They didn't necessarily lead to the fact. Ich musste mir ab dem Punkt keine Mühe mehr geben, um Manipulation von echten Intentionen zu unterscheiden. Es war wie auf einmal Connect. What the fuck happened? That they wanted to be item again or work on the connection or anything like that. They may have just kind of pussyfooted around. Yes. Und ich war sehr überrascht darüber. Ich meine, ne, hier, keine Schimpfworte, bitte. Ich habe sie ja so viele Jahre mitgetragen. Vertraglich allein schon. Nicht wahr? Also. Aber als ich an dem Punkt war, als die Engel kamen, um auf mich aufzupassen. Danke. Als mein Leben wirklich in Gefahr geriet.
Ich habe ja aufgehört, mich bei den Personen zu melden. Ich wollte ja nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Es war zu. Ich lief Gefahr zu sterben, tatsächlich. Ich kann es immer noch kaum fassen. Ich ging also nicht mehr hin. Aber jetzt in den letzten 2 Monaten, wo ich euch hier kennenlerne, auf einmal klopfen sie wieder an. Es ist, als hättest du auf einmal Geld am Konto und alle melden sich. Ah, hey, lang nichts gehört. Ich hab gehört, du hast irgendwas. You know what I'm saying? Backpedaled around the whole shit. Ja. And make you think it's your idea. So Energievampire. this is definitely someone that you let back in. And for a lot of you, this person was allowed access multiple times, okay? Yes. Every time. At least I promised her to love her. Good and bad times, whatever she, you know, blah, blah. Now this is making me nervous, and here's why. Here's why. I'm not saying that newer energies are not approaching. I'm not saying that, but I couldn't really pinpoint if we were doing a new love message or an old love message. So I feel like your person was also pulling my strings out this bitch. You know what I'm saying? Ja. Mit so einem Kram hat sie auch gerne rumgespielt. Mit Ölen, mit Düften, mit irgendwelche Ritualkacke, Schwarzmagie. Hat der ganze Scheiß, der sich am Ende auf dein Karma-Konto eigentlich negativ auswirken sollte. Ich habe sie aber vertraglich davor geschützt. Blöd. Ihr hättet sie gestern sehen müssen. Es sollte ihr bestens gehen. Ich konnte gar nicht verstehen, wo die ganze Frustration herkam. Ich saß da, mir schien die Sonne aus dem Arsch. Saying, you know, fucking with my head. Messing with the energies, manipulating things within that meditation. I could not pinpoint it. And now, for some odd reason, I'm feeling like this is maybe a person returning brand new, you know, as a new person. Ja, sie kann jetzt Chemikalien, ohne sie anzufassen, einfärben. Oder nicht sie. Irgendetwas, das sie umgibt. Themselves. Dare I say they may have made necessary changes to appear as the person that you would have wanted them to be, you know, during the time that you were actually entertaining them. Whatever it is, it feels... Nein, also sie hat mir schon zur Begrüßung gesagt, wie gern sie ihren Freund täglich ableckt. Sie hat also direkt so, wir haben uns Wochen, Monate, keine Ahnung, wie lange uns nicht gesehen haben, wir haben uns gerade Begrüße angenommen und da hat sie schon gesagt, wie gern sie ihren Freund ableckt und hat dann erstmal mit ihren körperlichen Reizen rumgespielt. Ich habe mir gedacht, okay, I'm already done, okay. Feels like this is someone who is given an open door to come back in, but... Yes, no. Baby, you will not be able to ignore this. These Yes. will be on fire at this point, okay? They're no longer just red. They're burning. They're Yes, ablaze. burn the witches. So you have to literally No. just walk through that shit. Those you know witches. what I'm saying? Burning and everything. In order to not acknowledge it, okay? Now, And thanks to the Catholic Church and Vincent Lampert for teaching me techniques to handle those demons, spirits, and kind of shit. Like, actually, I mean, you know, like priests fucking children and so the dirt, there are actually real exorcists. So official church workers, the church, the boss of earth. now, this I like you card could most certainly be someone who enjoys your company. This could most certainly be Auf Augenhöhe. Respektvoll. Danke. someone who sees, you know, a good time, right? They like your style. They like what you have to offer. They like how you maneuver life. You seem to be a bit exciting. Wow, die finden's also toll, dass ich dass ich blind durch die Gegend tappe und einfach hoffe, dass ich nicht in Gefahr bin. Hurra! Oh. Hier, vor 2 Wochen oder so Dungeons and Dragons gespielt mit Aurora Phoenix. Nein, nicht mit Y, sondern mit I. Aurora Phoenix.
It wasn't typo. And accidentally I played Dungeons and Dragons and then I killed an imaginary bird. And the bird was the second I killed by accident. I'm so sorry. But the dice, you know, I should arrow at it. To whoever this individual is, or individuals, it may be multiple. Man, but they are working Man, ich kann nichts sagen. Also, overtime. in andermal. To be allowed access into this next cycle with you. You would have No, she allowed her access into the cycle. I have no access. No one loved me before. Oh, yes. Oh, what? What? You pretend that I would have chances to sleep with you? Come on. Come on. 34 years and this joke doesn't get old. I mean, you look like 14, but I'm not 14 anymore. I'm too old for the shit. have to be the one to let them in, however, okay? For some of you, you have already let this person in, but that's not the end all be all. You see what I'm saying? I just feel like things may flip upside down, unfortunately, before things get balanced again. Yes, und das ist jetzt der Punkt, an dem ich dieses Video gestoppt hatte und gewusst habe, okay, stopp, Stream anmachen. Bisher war alles imaginär, jetzt will ich auch was Echtes teilen. Dazu gehört nun mal auch echt, was ich hier erlebt habe in der Zeit, seit ich hier bin. So, ich will was beitragen und alles, was ich beitragen kann, ist der crazy cringe, den ich euch jetzt hier liefere. You know what I'm saying? Wow. So, I do believe that this would have been an individual who never really expressed their feelings. Of course not. Okay? You have love for this person, whoever they are, right? This is your story. You definitely had love for them. I don't believe that the two of you expressed the phrase. Oh doch. Ich habe nie ein Hehl drum gemacht. Ich habe immer durch Gesten, durch alles, durch Blumen, durch, also, aber auch nie übertrieben, sondern immer Gentleman, so. Old school, you know. Between one another, however. There was never an I love you or a declaration of. Oh, Dauer. Ich habe ihr einen 6-Seiten-Brief geschrieben, in dem ich ihr geschrieben habe, du hast bei mir die und die Punkte geweckt. Ich will dir jetzt auch helfen, diese Punkte zu wecken. Und ich liebe dir und ich werde dich auch weiterhin, was immer passiert, mach dir keinen Kopf. Sie wusste es die ganze Zeit, sie hat es auch genossen. Und es tat auch gut, sie in ihren schlechten Phasen trotzdem, ne, ihr die Liebe zu geben und sie dann durch schlechte Zeiten zu tragen, war trotzdem schön. Denn immerhin liebe ich sie ja auch und es geht mir dann auch gut, wenn es ihr auch gut geht, natürlich. Ne, wie gesagt, unabhängig von meiner Position war unter anderem Ziel dieses Vertrages, dass sie vom Teufel wegkommt. Wie auch immer. Und wenn ich ihn jetzt tragen muss, ich krieg das hin. So, aber. Of love. From either one of you, Sie verneint Gott, aber es schneidet sich Satan ins Bein, ihr wisst schon. This is just something that you kind of kept under wraps, like inside, internally. You just kept it to yourself, possibly waiting to see if they would be the ones who would say it first. But this is somebody who never really showed any emotion at all. Correct. But ich bin hochempathisch. Ich habe sehr, sehr, sehr feine Antenne für geringste Energieschwankungen im Raum. So, ich bin vielleicht nicht wie die Profis hier so gut connected quasi, dass ich aber, wenn ich in der Nähe von Menschen bin, kann ich sozusagen aus dem Rauschen Informationen abgreifen. Ich habe keinen Zugriff auf fremde Geister. Ist mir untersagt. Right? Zero emotion. Aber Augen sind das Tor zur Seele. Und wenn ich ihr direkt in die Augen geschaut habe, ich habe ihr nicht in ihre Augen geschaut mit Verachtung, nein, mit purer Liebe. Sie konnte den Blick nicht standhalten und guckte weg. Ich habe gewusst, dass da nichts tot ist innerlich. A great time with this person. You may have even been Ansonsten wäre ich nicht dran geblieben. physical with this person. Yeah. So this may have definitely been a connection that set your heart ablaze, right? Opened you up, made you believe Ja. in the empire. Ja.
Immerhin, ne? Ich habe mich, als ich dieses Mädchen kennenlernte, habe ich mich dem Teufel sozusagen unterworfen. Was immer auch der Teufel mit mir macht. Ich werde sie trotzdem lieben. Tja, da ist Baba eingesprungen. Ich habe immer erst gedacht, sie hätte mir Gott aufgezeigt. Nein, nein, Gott hat mich einfach nur vom Teufel beschützt. Danke. It's upside down. Possible even. This could Nice. possibly be someone unlike anybody else that you've ever dated before in your life. Okay? Ja. So it almost seemed like a rarity, like a unicorn of a relationship. Ja. Ja. I mean. I'm a little dragon. And I love my rarity. Yet there was still that missing piece, right? Mhm. The emotionality, the openness. Ja, Okay. ja, weil es schien ja da was zu sein. Nur mit mir nicht. Warum kriege ich nie einen ab? Warum treffe ich immer die falschen und ich glüh. Dass da körperlich nie Anziehungskraft war von Anfang an klar. So, ich meine, er hat sich ja schon freiwillig er zurückgezogen, als dann gezeigt. Er hat schon gedacht, ach komm, nein, oh na. Okay, ist gut, beruhig dich, alles gut. Du hast deine Arbeit getan. Du kannst in Rente gehen. Okay. That's required. It needs to be reciprocated. Ja. In order for things to really take off. So this would be something that just really barely made it off the ground. Ja, wir sind nur Freunde. Zeigt mir aber dauernd ihre Puppas, Nippel zeigen, so in Momenten, wo sie wusste, ich kann gerade nicht weggucken. Ich habe ein Family-Friendly-Radar. Wenn ich auch nur erahne, dass da gleich irgendwo Haut sein könnte, ist schon der Zensurfilter drin und ich hab's übersehen. Perfekt. Damit man nicht aus Versehen irgendwo hinguckt und unkeusche Gedanken kriegt. Nicht wahr? Nicht wahr? Und selbst wenn sie so heiß ist, dass sie sich mit ihrer nassen Spalte auf mir reibt, ich würde aus Respekt keinen Ständer kriegen. Das tut man nicht. Das ist sexuell übergriffig. Immerhin, ist sie, die die Wahl hat und ich, der die Chance hat. So bin ich also schon allein schon aus Respekt kein Stern. Einfach schon mal, nein, ich bin hier, weil ich dich liebe. Nicht, weil ich dich jetzt gar, ich finde die auch körperlich anziehen, ohne Frage. Also, ich habe ihr ein 15 Minuten Cringe-Video gemacht, wo ich über meine Sucht zu ihren, ja, lassen wir das. Okay. Respekt. Also aus Respekt keinen Ständer kriegen. Das hat Übung gekostet. Und jetzt höre ich 1, 2, 3 ASMR-Sounds und bin völlig weg. Danke. ASMR Goddess. Love you. May have had several cycles. You know, on and off, or you heard from them and then you didn't for a while, and then you heard from them again and then you didn't for a while. Yes. But at some point, you started moving faster than they could even catch up. So this is why they may be so desperate. Ja. But please do not forget. Never. Okay? That I felt some sort of tempting offer, a tempter or a temptress. Ja, ganz genau. Weil durch ich meine, es war ja recht einfach. So dadurch, weil ich immer nur misshandelt wurde und keine Ahnung habe, was Liebe ist und quasi nur darauf getriggert war, halt nur wenn man miteinander Liebe macht, hat das was zu bedeuten, ihr wisst schon, so richtig völlig im Eimer. So hat sie also die einfachsten Mittel benutzt, um mir die Illusion zu geben, ich hätte eine Chance, und sie hatte dann vielleicht den Eindruck, nur dadurch behandelte ich sie mit Liebe. Aber dann hörte das auf und ich liebte sie weiter. When the temptations ended. Like literally. Coming in to say some shit that you would have always wanted to hear this person say. Ich kann versichern, sie hat nicht einmal irgendetwas gesagt, was ich hören wollte. Es war immer nur, ich bin einfach nicht mehr, es ist überall nur noch Porno, überall Dicks und
Sport, Buber. Es war auf einmal ab dem Zeitpunkt, als ich mich entschied, ins Zölibat zu gehen, also jetzt mich körperlich, also der Versuchung nicht mehr hinzugeben, sondern mich nur auf Gott und die Liebe zu konzentrieren und auf die Familie. Ab dem Zeitpunkt sind die Trees und, oh meine Fresse. My inside. I almost got raped. Like, for real. Parts though. And all up in here. And I was so close to let it happen just to, but I was protected. All up in here with it is really making me feel like it's a crock of bullshit. But you know, listen, I don't just guess, right? I'm just telling you what the energy is having me to relay at this time. I know what you mean. It's the mighty herpes. I'm not saying it's a crock of bullshit, but it just might be, especially with this. No, it's love. It's herpes. When you get herpes, it stays forever. It comes back. You can treat it. You touch it. You can share it. Mask card, okay? This is someone who may try to tell you that these are feelings that they have kept under wraps, that they just didn't want to let you know. And now, all of a sudden, they want to wear their heart on their sleeve. It's like a complete 180. You see what I'm saying? And this Ja, war auch nett gedacht. Hätte sie das nicht gemacht und das nicht und gesagt, wie gern sie ihren Freund ableckt, während ich sie gerade besuchen komme mit Sonne, die aus dem Arsch scheint. Das hätte für sie eine Warnung sein sollen. Ganz ehrlich. Wirklich. this is what makes it so Oh, not I will survive. unbelievable, especially to me. Lots of hot and heavy, passionate conversation. Okay? This will be something that you have wanted. This is something that you have wanted. That's almost being like answered. It's almost like a wish coming true. In a Yes, the sense, wish fulfillment. but it's And that's the thing. There's a difference between jinn, demons, God. You know, God is a spirit too. God is a ghost. And a ghost or a spirit, it's in its nature, you can't see it. So you're looking for proof. And when the jinn tries to fulfill your wish, it makes you believe in its magic. But actually, the devil has no power. Demons have no power. If you are in Christ, in love, with God connected, they have no power. They have exactly that amount of power that you give them and you are able to believe they have over you. And anything else is only bullshit, lies, garbage. it's masked You could with smell it. something else, okay? Man könnte sagen, ich habe ein Näschen dafür. But you know, da macht man keine Witze drüber. Damn. Okay, so they said that this lovers card goes right under the red Verdient. flags card. That Verdient. makes a ton of sense. This may be somebody who wants to move extremely fast. This may be somebody who is all about the passion, very, very touchy, very, very feely, very, very sexual, sexually driven energy. This could Ja, und das ist nicht nur mit ihr passiert, sondern ich habe hier die ganze Zeit trotzdem auch Missionarswerk getan. Also, I shared the gospel, the crossroad, doing the Christ thing, you know. For real. So. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen. Also es ist nicht mehr meine Agenda, die läuft. Ich bin schon längst raus. Ich schwimme einfach nur noch mit in der Welle und versuche nicht unterzugehen. Wir surfen jetzt gerade. Aber die Leichen neben mir, so, die fangen jetzt langsam an, so, ne, wie wenn Hades da durch den Fluss Styx im Film Herkules, ja, da so, wenn die so hochkommen, so ungefähr. be somebody who feels Kommen like sie jetzt this alle is aus ihren either Löchern? something that you want and now they're finally going to give in to these Ja, so. Nein, keine Details jetzt. sort of advances, right?
in order to gain access to this next cycle with you, or this is someone who is going to possibly use that to blind you a little bit there. Und das ist die Sache, die ich nicht verstanden habe, bis heute nicht. Ich bin bekennender Christ, also ich mache da kein Geheimnis raus oder irgendetwas. So, also ich nutze jede Gelegenheit, um positive Dinge und Gott eben zu zeigen. Also nicht nur hier so zu tun oder so, nein, so richtig praktische Beispiele, gute Sachen, die passieren, hervorheben, negative Dinge, also ihr wisst schon, the work. Also, sie haben nicht, also, ich weiß gar nicht, warum sie versucht haben, an mir herum zu manipulieren. Ich habe gesagt, Gott hilft mir. Ja, ich glaube an Jesus. Ich konnte natürlich nicht sagen, tu das jetzt, mach das jetzt, glaub du an Gott. Also, es war für die, Gott existiert nicht, du Laberscheiß, glaubst du an Gott? Nein, Gott existiert nicht. Aha, okay. Aber du liebst mich wie einen Sohn? Ja, ich liebe dich wie ein Sohn, aber ich bin nicht dein Sohn. Wie kann das sein? Ist das irgendwas mit der Seele? Hast du überhaupt eine Seele? Gibt es eine Seele? Ist da ein Gott? Ne? So, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass die irgendwie es selbst gebacken kriegen. Aber ich kann nicht in den freien Willen eingreifen. Und wenn sie nur mal eben lieber in ihrer Scheiße schwimmen wollen und absaufen wollen, dann bringt es auch nichts an mir herum zu manipulieren. Ich will sie daraus retten. Das heißt, die glitschen mir aus der Hand. So, ich könnte sie nicht mal retten, wenn ich wollte in dem Augenblick, wenn sie sich entscheiden abzusaufen. So, ich sitze also dann hilflos dabei und habe jetzt das Gefühl, ich muss den Menschen, die mir lieb sind, um mich herum, dem muss ich jetzt beim Sterben zugucken. So fühlt es sich an. Es fühlt sich an wie Apokalypse. Ich darf hier zugucken, wie alle, die ich lieb habe, verrecken, während ich ihnen helfen will und die entscheiden sich halt, die wollen keine Hilfe. Und zack, ja, blöde Situation. Was machst du jetzt? Flucht aus der Realität? VR? Okay? It most certainly looks like a dream come true, though, okay? It looks like a wish fulfilled. Ja, so nach dem Motto, oh fuck, es geht mir krank. Es ist meine letzte Gelegenheit, noch irgendwie Glück in diesem Leben. Bitte, fick mich! Exorzismus, ihr wisst schon, der Exorzist. Pah. In a sense, I do get the idea that Spirit is going to have you hold off on that, you know? Ja, es wurde dadurch immer ekliger. Es hatte gar nichts mehr mit Erotik zu tun. Es war nur noch wie. Ach nein, bitte nicht. Keine Grafikdetails jetzt. Not so fast. So here's the thing. Ja, warum plötzlich? Die ganzen Jahre lang. Und jetzt auf einmal wollen sie auf den kleinen Schrumpel da rumreiten. Also jetzt bitte, komm. Da mache ich schon die besseren Witze drüber. For many of you, okay, do not beat me up. I'm just hearing what I heard, okay? Ist okay. Ich komme mit allem klar. The ability to not let this person in is not in you, okay? Ja. Feelings are just too strong. That's just for some of you, right? Take it out. Ja, genau. Jeder kommt rein. Jeder, der klopft. Wenn du klopfst, wird auch dir geöffnet. Das ist ganz einfach. So. Ne? Ja. Das, was ich praktisch von Jesus gelernt habe. Wer klopft, dem wird geöffnet. Resonates, of course. Repent and I will help you. Ich werde dich nicht verstoßen und ich werde dir vergeben und ich werde dich trotzdem lieben. Ich liebe alle meine Kinder. In dem Sinne. So fühlt es sich an. So the way that you will know this is what we're talking about, this is the warning that's coming forth, this is the bullshit offer, right? Ja. Und es tut weh. Es ist nicht nur eklig oder disrespectful, nein, es tut in einer gewissen Weise weh, weil ich mir dann denke, warum? Und wenn ich dann was sagen will, kann ich nicht. Da habe ich dann Maulkorb von oben. Ich kann dann vielleicht. Sie hatten ihre Chance, scheinbar. Es liegt nicht mehr an mir. Time to let it go. Ich darf gehen. So nach dem Motto. Ich darf natürlich auch bleiben, mit ihnen untergehen. Das ist mein freier Wille. Is by not letting this person run this shit like a
drag race. You know what I'm saying? It feels like somebody who's going to try to It's a rat race. And the rats leaving the sinking ship. rush things along. You know? Ja. Play upon your intelligence, rush you into anything, right? For some of you, it can even go as deep as rushing you into a marriage, just depending on what that success of yours looks like. Yeah, just 2 months ago, I kinda married a demon. Not my first time, you know. That will determine how desperate this motherfucker is, okay? So we have the Hermit card. That is going to be clarifying. The Star card makes perfect sense. Definitely your energy. Star card is the card of Aquarius, right? It is also a major arcana. These are actually both major arcana. So there have been a lot of changes. That goes without saying with this full moon energy, right? Along with those changes have come a lot of success and all of the things that you have really wanted to get grounded in your life. So it's almost like things are just gonna pick up. It's like a domino effect, the good energy, the opportunities, etc., right? Lots of soul searching on your end, lots of reflection, lots of inner work, right? And also possibly a time or a period of solitude. And this may be the vulnerability that this person needs, the fact that you have not entertained other energies outside of their connection. You see what I'm saying? So you don't really have anything to compare it to. That's just for some of you. Take that how it resonates. I entertained almost every energy I got in contact with. I had nothing to lose. Like literally nothing. Ja, look, that's my... Das sind meine Karten. Mein Charakter, der Hierophant, Wachstum, der Magier, Geburt, der Hierophant, Wachstum, 2 Rad des Schicksals. So, das ist halt ist mein also mein Vollmond war an dem Tag auch. Also ich sag mal, alle Zeichen stehen auf. Yay, got crazy! If you have not started dating yet, this person will feel like they have an advantage in that sense, right? The fact that nobody else has penetrated. Yes. What? Yes. You see? Yeah. How disgusting this person is? That's Yes. not what I meant to say. Yes. Nobody else has had the ability to share your space or had the ability to share their energy with you. So you may still have them fresh on your mind, even though you're going into a completely different and new cycle without them. Natürlich. They may try to use that to their advantage. Can you please clarify the Lover's card? Yeah, 10 of Pentacles in the reverse, for sure. For sure. Ja, da ändert sich auch nichts dran, auch wenn ich sie gehen That's lassen where the muss. nervousness comes from, okay? Natürlich. He's not someone who deserves to share in your success. This is not even someone who deserves to know how well you're doing. They don't even deserve to know what you're up to now. They don't deserve to know, how you're feeling, where you live now, what your telephone number is now, how your mom's doing. And if they deserve or not, I have literally no secret. I serve without protection. I mean, come on. I'm fucking transparent. I'm a fucking ghost. You just imagine to see me because your brain can't handle that I'm transparent. Your cousin, whatever. This is somebody who you really you tried to cultivate a true connection with this person. You may have been very transparent. Yes, because I was thinking they showed me the right way. Because, wow. God. Oh. Natürlich wollte ich das zurückgeben. Das, was da aufgetan wurde, das kann man doch nicht für sich behalten. Das muss man weitergeben. Das ist so wohltuend. Wirklich. Selbst für den Körper so. Da kannst du Fastfood fressen, wirst trotzdem nicht fett, wenn du dich trotzdem so ganz strange Sachen. And open. But they were not. It had to end at some point in time, but this is definitely the energy. This 10 of Pentacles in the reverse, the energy of someone who doesn't deserve. They don't deserve to know who you are now. They don't deserve to have a seat at the table. They don't deserve to partake in your energy, your time, your loyalty, your body. They don't deserve it. Yet they were begged to differ. Yes.
der Unterschied ist, all die Jahre, 33 Jahre lang habe ich mich gefühlt, als wäre ich es nicht wert, in ihrer Nähe zu sein. Wahrlich, der Herr ist gerecht. Ich kann es bezeugen. Bin ein Zeuge Jehovas. Nein. And quite confidently. Let's see here. So we have the I like you card, but you love them. You see what I'm saying? It's the bullshit like that. It's okay. They would have had plenty of time. It doesn't take that long to realize if you love a person or not. And the time frame that this connection has been going on, for most of you, should have solidified that in this person. It's now really feeling like all old energy, but they tried to trick me into making me think that there was some new shit up in here as well. Yep. Wow. But it never was. What a surprise. Look at it. Somebody who is extremely desperate. It's the same shit again. To buy this, okay? And again. To buy this new character, to buy this new role that they're playing. That's the thing. I saw right through their mask. I saw the tiny light. And every role they played. And the new role, the new skin. I mean, cool. Komm jetzt vorwärts. Was willst du eigentlich von mir? Warte. And they may actually go on with it for quite some time before you actually realize it. This is why Spirit had brought this red flags card here, because the red flags, even though they're on fire, they are set ablaze. I don't feel like they're showing up that way. It's going to be a bit. Nein, natürlich nicht. Nicht zu mir. Um mich herum war Gruppenbumsen. Also wirklich. Dankeschön, dass ich davon verschont geblieben bin. It's gonna be like, did I just see that? Did you just do that? No. It's gonna be quite hard to grasp them. Ja, also ich habe also irgendwann schon gemerkt, okay, ich bin ja auch verloren im Posten. Weil früher habe ich vielleicht die Illusion gehabt, dass es das wäre, was ich will. Halt, Beischlaf. Ja. Jetzt sind sie diesen überdrüssig, jetzt fehlt's an Liebe. Und auf die haben die, also es ist wirklich. Immediately, but because you have history with this person, then it's just another one to add to the pile, really, right? So now we have this, huh? This would be in the position of this person's habits. These are the habits, whether subconscious or consciously done. Yes. This is what has brought us to this juncture. Yes. King of Cups and the Eight of Pentacles. Cups are about emotions and emotionality, right? And I really appreciated her A-cups. Well, he didn't say that. Oh, he did. Pentacles are about stability. They are no, I'm about, not a flat earther. Practicality. They are about money. They are about work. They are about diligence, right? The way that I read these two together, especially in this position, you guys, is this person had a really terrible habit of, instead of just doing what they said that they were going to do, instead of just actively going towards what they want, and this is in all aspects of their life, not just with you. It's literally like my life. I never did what I really want to do. I'm just beginning with it now when time's almost over. Instead of just doing that shit, right? Like Nike, instead of just doing it, they would instead like to rely on the emotionality of it. But we're in love, okay? We're in love, you know? But the pum pum and the D is phenomenal. This is what I want you to look at. This is what I want you to focus on. This is where the value lies. All of that other shit you're talking doesn't matter, but only it does. This shit fucking matters. So this person has a bit of a skewed mindset when it comes to. Genau. Ich bin ja nun mal nicht vermögend. Im Gegenteil, ich verachte Geld fast überwiegend.
Aber ich rede auch nur schlecht über Geld, weil ich nie welches hatte. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also, ne, reines Vorurteil, ich bin ein Opfer. Scheiß drauf. Jedenfalls hat's an dem Geld halt gemangelt. Es war nicht die Liebe, die zu wenig war. Nein, es war das Geld. Jetzt hat sie Geld. To the functionality of a connection. But that would only make sense because I do believe that this is someone who is possibly non-committal. This is someone who doesn't. Genau. Denn als ich dann hinterher auch Geld hatte, spielte das plötzlich keine Rolle. Oh. Erwischt. Und trotzdem sitze ich da mit reinem Gewissen und kann ihr ins Gesicht sagen, dass ich sie mag und dass ich schön finde, wenn es ihr gut geht. Und sie sitzt da, ihr Karmazettel wird nicht angestrichen, sie sitzt da nur mit sich selber und weiß ganz genau, was sie sich da gerade antut. Ich habe nicht einmal geahnt, was sich da für einen Vertrag aufgesetzt hat, dass sie alles mit sich selbst ausmachen durfte. Oh mein Gott. Ich kann es mir nur vorstellen. Wahrscheinlich bilde ich es mir auch nur ein. Ist mir auch scheißegal. Ist ein Ding von gestern. Aber wir arbeiten es jetzt ja gerade auf. Der Monat ist fast um. The bandwidth to see things off in the distance like a future connection. They don't see things in the long term. They don't even think that way, right? They don't set goals. They don't set short-term goals. They don't And I was a short-term goal. Whoa! have a goal for what they're going to do tomorrow. They don't even fucking know. Okay? That's this kind of person. They feel like life is about spontaneous wiles, right? And spontaneity and doing things that feel good and running with passion and, you know. Yes. And they never did this passion to me. Just pretending to do it to keep. That's how this person's focus is entirely. Wow. Nice. And they did say that this King of Cups goes right beneath the Let Me In card, so that makes total sense. They're going to possibly try to play on your heartstrings a bit there, especially if you still have feelings for this person. They may feel like they will be successful in that. Whether they're right or wrong, that's neither here nor there, you know? Ja. I'm just saying what Spirit Sie versuchen is alle naturally saying Trigger. through these cards here, Alle. guys, okay? King of Cups is supposed to be an emotional diplomat, somebody who can be diplomatic, somebody who can keep shit balanced, right? And sane and even killed. But in this position, I feel like this person relies fully on the emotions that people attach themselves to. Yes, because I'm the missionary. Whatever that might be, if you want to be in love, if you want to be married, if you want a baby, if you want a relationship, if you want exclusivity, whatever emotions you've attached to that outcome, this person relies upon that rather than just doing what the fuck they're supposed to do. You know what I'm saying? They put more value in the other. So it's almost like emotional manipulation, okay? Yeah. Hangman. Right? Ja. Aber in That dieser makes perfect Position sense. war ich It's auch. just like you keep the person waiting, you keep people believing in sacrificing, you know? Ja, und ich. Sacrifice your soul, shit. Und right? hätte ich meine Familie nicht gehabt, ich wäre auch so weit gegangen. Das meine ich nicht aus Spaß oder Übertreibung. Ich mache keine Versprechen, die ich nicht halten kann. Tap into people's emotionality has often helped them get people to second guess their decisions to cut this person off, second guess, you know, their desire to actually have the shit that matters in a relationship, right? That's almost like when people be like, don't marry for money, marry for love. But it's like, we need both of them motherfuckers. Like, what are y'all talking about? It's not either or, motherfucker. It's not either or. It's not either or. It's both, bitch, okay? It's either or. Everybody needs to have a bag and everybody needs to have a heart. Hello, somebody. I mean, that's like the bare minimum out this bitch, but people will try to make you believe otherwise, right? That's what I feel in this energy. This person. Und das ist auch wahr. That's true. The thing is, I saw through that. Of course, I saw the human inside of that, of this suffer, of this thing. And it was not that I only felt bad because they treated me bad. No, the other thing was I wasn't able to pull them out of the shit. I was like, what the fuck did you learn? Did you learn nothing? Du bist ein Versager, nichts gelernt, du kannst ihnen nicht helfen, willst ihnen nicht helfen, du bist keine Hilfe. Es war so richtig,
So ist, ich habe mich immer weiter runtergezogen, um auf ihre Höhe zu kommen, in der Hoffnung, sie auf Augenhöhe dann wieder hochzukriegen. So, und bin dabei dann bald selbst abgesoffen. Mit Spaß an der Sache, natürlich, um immerhin gemeinsam absaufen. Du musst keiner alleine sterben. Immerhin, wenn das Einzige ist, was ich tun kann von mir aus. So alles geben, nicht halbe Sachen machen. Ich habe keinen Bock auf so hinterlistige Scheiße und so einen Dreck. Ich bin's einfach leid, die ganzen Lügen, den ganzen Dreck. So, ich will jetzt nicht darüber abranten, aber ja. So, da werde ich keine Energie mehr rein investieren. Da ist jetzt die Grundversorgung abgeschaltet. Ab jetzt nur noch zielgruppenorientiert. It's like it's either or. It's either I'm gonna be faithful, right, outside of you, meaning we're gonna break up, or I'm gonna fuck a bunch of bitches and you're gonna be my bottom bitch. You know what I'm saying? You're gonna be the main one. Of you course. choose, right? Marriage is holy. Fuck. It's quite delusional, but even though I'm phrasing it in such a way that gives us a little kiki, you know what I'm saying? Y'all know I'm a clown sometimes. What I mean, though, to say is that this person is able to really articulate it so well that it gets people second guessing themselves. Yeah. Second guessing what they want. Am I asking for too much? Am I doing the most? Am I being difficult? Ja, ganz genau. Das ist das, was sie ihr Leben lang getan haben, bis sie mir begegnet sind. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Unterschied gemacht, den hat Gott gemacht. Das war nicht ich. Nur ist es krass, dass sie diesen Unterschied gemerkt haben und selber hätten was tun können. Ich habe keinen einzigen Stein in ihren Weg gelegt. Jeden Tag. Ich habe versucht, alles zu tun, die Steine wegzuräumen. Fühlt sich ein bisschen an wie Versagen. Ganz ehrlich. Als hätte ich da versagt. Jetzt hätte ich als Eltern versagt. Ich weiß nicht, ob ich versagt habe oder nicht. Dann muss jemand anders ein Urteil drüber fällen. Aber es fühlt sich doch noch so an, aber ich werde doch drüber hinwegkommen. Versagen ist jetzt vorbei. Is my list too long? Am I being impractical? Like, maybe the perfect person doesn't exist. You know, that they will try to play up on that and hope that you'll believe, you know. Ja, that she's the perfect person. And she would be. Sie würde es auch sein. Mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Nicht, wenn sie nicht wollen. Nicht gegen den freien Willen. Der wiegt ein bisschen höher. That you're wrong. Shit. Das muss I ich really would hinnehmen. like to know what this person's end game is at this point, because you've already completed this cycle. Why? Why are you back? You know what I'm saying? What? Da niemand zurückzulassen, man lässt keinen auf dem Schlachtfeld zurück. Jeder Soldat wird mitgenommen. Where we go one, we go all. Purpose. What is the purpose and what exactly are they trying to accomplish, right? Even though I don't feel many changes from this person at this juncture, that doesn't mean that it has not happened, okay? Ja. Now, keep in mind that the hangman can Das also glaube ich signify a auch. different perspective. This person could have definitely changed their perspective on things. They do like you, but they're not in love. You see what I'm saying? And this is not somebody who I feel has made the necessary. Ist kein Problem, kein Problem. Wie gesagt, unabhängig von meiner Position soll es ihr gut gehen. Wirklich. Dann soll sie mir aber nicht vorlügen, da wäre noch was, oder weiter mit den Triggern spielen und hinterher sich noch schmutziger fühlen, wenn es doch nicht nötig gewesen wäre. Das ist wirklich ins eigene Fleisch schneiden. Das ist das, was die Katholiken Fegefeuer nennen. Die sind schon in der Hölle. Sacrifices to really have a relationship with you that entails love and that also entails them reaping the benefits of the success that you have. You see what I'm saying? Welche Erfolge? Ja, super. Nein, so will ich das, so meine ich das jetzt nicht, aber This is a mess. Okay, Yeah. I'm going over to the extended, all right? I definitely want to see what karma is approaching this person. That's definitely something that I need to know. I believe, or I'm hearing innately that alle Vertragskonditionen sind erfüllt. Dieses Ding ist abgeschlossen. Damit ist sie wieder für sich. that is going to give us the ability to know if the changes have actually been made and if this is a true offer or a bullshit offer. You see what I'm saying?
I also want to see what habits they will be forced to release in the near future. That will also give us an eye into whether this person has made those necessary changes for those of you who care, of course, okay? Es ging nicht darum, die Leute zu verändern. Die Leute sind gut, so wie sie sind. Der hat euch geschaffen, so wie ihr seid. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Mit all euren Macken. We will also see what next steps this person. Veränderung in dem Sinne, da rum zu manipulieren, weder bin ich da Befürworter für noch alle anderen unnatürlichen Supernatural Magic Tricks. Do what the wilt. It's not my business. Person has in mind, their intentions behind those next steps. Hello, somebody. All right. We want to see what the potential outcome is going to be, whether you stay or gucken, was potenziell dabei herauskommen würde. Auf jeden Fall jetzt keine Heirat mehr. Ich habe mich einer anderen versprochen. Es ist quasi eine arrangierte Ehe. Ich habe keine Ahnung. Ich will euch. Bin froh, jetzt erstmal Urlaub zu haben bald. Ist jetzt nur noch Februar und im März geht's in den Urlaub. Den ganzen Jahresurlaub auf einmal gebucht. So. Or go in the opposite direction. We will look at both. There's completely no judgment here. Y'all already know that, right? I also want to see what would the silver lining for all of this occurring in your life right now. What would the silver lining be? What is Spirit exactly trying to show you, or what good things will you experience? From really releasing this, okay? I definitely want to see that. We will also get Spirit's focus advice in reference to how to speed up momentum towards your divine counterpart. I will also dig in a little bit when it comes to your divine counterpart. I definitely want to see, how will you know when you've met this person, okay? I don't know. I like to get surprised. Und das war das erste Reading. Damn. Gut. Kam jetzt ein bisschen krasser als erwartet. Nice. Freut mich. Lange gebraucht, um warm zu werden. Jetzt im Anschluss. Da steht zwar, here is why they are acting like this, but that's clickbait. Preliminary messages for you. I want to start doing preliminary messages for the readings, because when I shuffle and like when I cut the deck and just when I'm looking at things, a lot of stuff comes through before I start recording, and it usually kind of sets the tone for the reading. Yes, so I have to actively work with him. I did not see the video before, so I can go into it to not manipulate the shit, to try to get some hopefully real answers. Aquarius. So some things that I wanted to discuss with you before we even draw cards. I'm getting the feeling from the collective that there's a lot of people who have a kind of wall up around them. And this wall is up because it protects you from being hurt. Because you were hurt at some point in the past. There is this past hurt, this past heartbreak, this past pain that has led you to distance yourself from getting close to something. Yeah. Which is fine. That's a mechanism, that's a tactic, but this also kind of disconnects you from your true self. Because when you have a wall up from others, it means you also have a wall up within yourself. Now, the cards showed me, if you want to say it was the cards or the energies, that you are headed towards opening up your heart and you are headed towards balance. That's there. But the first step is realizing that this wall does have to come down. And what does it even mean for that wall to come down? Does it mean they have to go forward with a relationship? All in all, it's just another brick in the wall. You have to put yourself out there? No. I think there is something that you were looking away from. Something that you told yourself was too painful to revisit. And this may pop up in situations that are new, that remind you of this old painful situation. And when you're reminded of this pain, you look away because that wall's up. The message was to not look away. The message was that if you decide to look in the direction of what scares you or what you fear, you'll find that it's not as scary as you thought. Yes. And that, being able to do that, being able to realize that is where that wall kind of comes down and your heart opens up, like the cards say you're moving into in that future. But it felt like
I would now be the one who's the manipulator, because I would artificially disconnect. So it's not my true intention. My true intention is dive into it, whatever happens. So it felt wrong in every way. Future Aquarius. In the beginning. You know, this is, I think, the last day of Aquarius season. Yes. So I feel like it's going to be a supercharged reading for you, because it's been a very intense month for Aquarius. Yes. Been a very cool, transformative month, but intense. And for some of you, this is like the final stepping stone into this kind of new beginning that this season has transformed you into. And with your birthdays and stuff this season, Aquarius, you know, a lot of you have gone through realizations at this time about yourselves, where you are in life and what you want in life. And these things are going to start solidifying and growing. These ideas, these feelings are going to grow even more. So make them positive ones. Make them good ones. Let's jump into your reading, past, present, future. All right. First card I'm going to show you is the card for the Aquarian Collective. And I want you guys to just interpret this however you want to interpret it, okay? I'm not asking you to be a tarot reader. I'm telling you to tell me what you see or what you feel. If you have nothing, give me nothing. Don't comment. Okay. If you do have something, comment below, right? Use that Zum Glück habe ich die Karten noch nicht alle auswendig gelernt. comment box to share your interpretation, share your story, connect. Check it out. I'm not feeling any of these. One card for you, Aquarius. Let's take a look. Eight of Wands, coming in reverse. So again, take a moment to pause the video, take a look, take a comment, and Keine Ahnung, ich sehe 8 Stäbe auf dem Kopf. Weiß nicht. Ich interpretiere jetzt in die 8 Unendlichkeit. Das ist ein Unendlichkeitssymbol. Ob du das auf den Kopf drehst oder nicht, macht keinen Unterschied. when you unpause, I promise we'll begin our reading. Past. 3 cards for the past, 3 cards for the present, and 3 cards for the future. All right, so there's a decision that you made in the past that was based off of your feelings, okay? This was a very heavy decision based off of very heavy feelings. And you felt this took away something from you, but you felt that it was necessary at the same time. You made a decision because you thought that things were tumbling down around you. Somebody was leaving, I feel like, or something was changing. And this ignited your emotions, and this made you make a choice. All right, 3 cards deliberately for your past. Enough of these things falling out. First card. The World. Second card. Two of Wands reversed, and that wanted to come out with the Empress upright. And your third card. A lot of cards want to speak during this reading. I feel they all want to say something. There was conflict between you and this person. There was conflict with what was going on in this relationship. I feel that... I feel like they threatened to walk out on you. There's some kind of threat coming through. Like, I'm going to leave if this doesn't happen, or I'm going to go see this chick. I almost feel like they were being almost... I don't know, there's something wrong, I think, about that energy of theirs. And while this did make you extremely emotional at some times, I don't blame you. How could you not be emotional through this? It showed you something. And it showed you something good. I think it showed you what you don't want. I think it showed you the energy that you don't need. It showed you the energy that you don't want to be around because yours is changing. Right? We've seen a lot of changes in your energy throughout these readings through Aquarius season. So you made this decision based off of the fact that your emotions were so all over the place, that this person had so much control to trigger these emotions. You're like, enough. You're not doing it anymore. I'm taking control of these things. Two of Wands reversed back by the Empress is you closing a door, right? You taking the high road out of this. A lot of you walked away. And if some of you got shut out, you don't want back in, I feel like. Because it was like you got shut out of like a bullfight or something. And once you were locked out, you like put your hand on the door to open it and you're like, fuck that, I don't want it. You know, the conflict is behind you now, Aquarius.
I wouldn't go seeking it either. It's done. It's gone. There was just something that wasn't for you, and it took perspective to realize that. Because when you were in, you were invested, you were caught up. But as soon as you got out, whether you chose that or the other person chose that for you, you realized just how bad it was for you. The world in the upright position, the Empress in the upright position, Two of Wands reversed, that door closed, but this is showing you moving forward, embracing the next chapter, progressing, evolving, being more you, more of the you that you want to be, not the you that you should be or the you that you felt you should be. Moving into your current energies, let's do 3 cards right here. Current energies for you Aquarius. For February. It's February, right? I Here guess. I am. It's supposed to be like snowy and cold, but it's been in like the 60s, like all through February. I'm like, what? I love that stormy weather. Upright It's like person perfect is temperature. persisting, however, So overheating. in your energy. They're sending messages to you. There's communication coming soon, very quickly. They want something back. I feel like this person feels like there's something that you have of theirs, and I feel like it could be very petty. They could literally be like, my shirt's there, can I come pick it up? They're using these things to get your attention because they want your attention right now. The thing is, you're not giving them your attention because you realize you're over it. Because I have nothing, I This gave person's them starting to everything. feel that you're not giving them There's nothing more to loot. Loot box is empty. Third card for your current energy. Now this almost flew out of my hand, like somebody grabbed it. All right, we got that on camera. It literally felt like somebody grabbed the card. It didn't just feel like it flew. It felt like it was touched. So I want to say that opening your heart almost feels like it's impossible right now. How can you experience happiness and empathy when you have this kind of devastating situation going on that kind of hurts, this person nagging at you, and you want to walk away, but you don't know how? Yeah. You're like, I don't know how to do this. My heart She has a wants Twitch to be account. open. I'm feeling my He just energy. I went know what to live. do, but it's not clicking. It's not there. It's not opening. Because that's the reason right there. Because you're telling yourself that you can't do it. Because you're telling yourself that you don't know how. Because you're telling yourself that this situation's happening and this is the reason why your heart can't open, right? It's all about your perspective. It's all about the story that you're telling yourself. Rearrange this. I think it was in this reading that we talked about retelling the story of your past. So let's retell the story of your present, okay? If you want that purifying, cleansing, good energy, if you want to feel your best self, if you want to feel good, then make the story of I, Aquarius, can, do, and will feel this way. Nobody has this power over me. No situation is going to dictate how I'm going to feel right now, right? Start telling yourself maybe some different things and see how that works, because a lot of you are dealing with this person or are dealing with an energy, Aquarius, that just wants to take a hold of you. And as soon that, the closer they get, the easier it is for you to kind of lose vision of something, of moving forward. ADD, baby. This is like your final barrier, your final obstacle is to realize that you can do this. That, you don't need to lose vision, you can't. A lot of you are wondering about the person, about the relationship. Some of you want to make it work. Some of you want to move forward. Some of you want new love. But a lot of you are thinking about love. You really want love. You really want this thing to work out. In its purest How do you form have this? How do possible. you make it work? How do you get this relationship? When you're so Fuck focused relationship, on outer love. love, It's first thing. that's Priority. all you're going to seek. And until you really focus on your inner love, because to be honest, right now you're going through a lot, and a lot of it's painful and confusing, and you need to focus on that inner world of love. Loving you, your activities, your friends, your body, your face, your favorite color, your clothes. Love things. Love things that are not people. Love things that are just you. Work on your inner world of love. I try. Then I really work your way try. out to the outer world of love, to the relationships that you want, to the people that you want. Because if you don't work on this inner world and you only seek love in the outer world, what's going to happen? You're going to bring in all kinds of broken energies, all kinds of people that also haven't. And fixed look, their inner world there's of a Twitch love. family I And these brought two into people who by know nothing sudden. about their inner world of love are going to get together and cause a fucking chaos. Yes, order out of chaos. Someone who really loves themselves, who's really whole, really complete.
on the inside, or at least feels like it, whatever that means, whatever it means to be whole or complete, but really knows their sense of self, they will not attract a partner that can take advantage of them. They will not attract a catastrophic relationship. And it's because there's no room to be taken advantage of. There's no room for the relationship to get catastrophic. The person who loves and respects themselves will walk away very early on. They realize they can move on and manifest another person. Somebody takes advantage of you because they can manipulate these emotions of yours, of the love that you want, that you're projecting onto this person, of not letting go maybe when you should. The manipulator will know this. Yeah, They of use course. that to their It's his advantage. job. Working on your inner world of love really shows you your self-worth and how much value there is within you. And until you realize that, I don't recommend moving out, right? This card right here, that just seems so perplexing, so difficult, really isn't. It's just about realizing who you are. And as soon as that happens, the world changes. Amazing things happen to you, absolutely amazing things happen to you. It's just about this realization, moving from in to out, not from out to in. If the out does not affect the in affects the out, Aquarius. A lot of you, this may not be new information, this may be stuff that you've heard all the time, but realize that there's people that really need to hear this stuff. So leave some room for them, you know? Moving into your future a little bit. Now, in your extended, we're gonna cover the person that you're dealing with, okay? In full, glorious detail, Aquarius. I'll break it down with you and this person. Past, present, future, their thoughts, your thoughts, that kind of stuff. But for now, let's move to your future, okay? Thank you. That got me a little thirsty. I'm gonna take a sip while I have this card up. Hydrate, good idea. Oh, I lost the Six of bottle. Wands reversed, let's clarify that. Damn. Okay. Expectations. We're gonna cover expectations a little bit, because you certainly have some. I don't it's a good try thing. to have some. It is. I do not expect to love myself. I don't know how that works. I really don't know. Justice in reverse. I'm stuck at this point. I have no idea. And I'm stuck in it. Yes. Clarify the overall energy of the future. Okay. Your person currently, right? We go back to your current energy, and they're sending you messages. They're communicating. They're about to cause some kind of imbalance, I feel like, from the way that you were going to the way that you're going to experience them now, moving into the future. Somebody's walking away. I feel like somebody stops trying. I don't know if this is you or if this is your person. I don't care. But somebody feels like, I need to go somewhere different. Yes. And I feel like it's you finally realizing what you wanted to do through this whole thing, getting shut out, getting angry, communicating with this person, thinking, what if we do? What if this works? And then somebody says, this isn't going to work out. I'm out of here. Right? There's no way to look at it anymore, this person's thinking. There's only one way to do this. I've tried and I've tried, but I don't think this is healthy for me. I don't think this is gonna work for me. The maturity and the certainty coming out of this person's perspective and their words makes me feel like it's yours, and it makes me feel like you've come to a realization that something's toxic for you and you're walking away. Justice in reverse is a very interesting card because you would think that it doesn't work out in your favor, right? And maybe some of you feel like that. Some of you feel like I can't do this. I'm still alive. It's everything But is really what it perfect. is somebody, okay, Literally. this other person's a trip, man. They really don't want to be forgotten. They really don't want to be let go of, okay? Magician with the devil is probably my most not favorite combo in tarot. So for those of you that deal with spiritual and jealous exes or ex-lovers, get your sage, get your Palo Santo, get your tourmaline, selenite, and spend some time
Inside. Bum, 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 Creating a bum. barrier around you for a little while so nothing can kind of get in and make you feel bad. There's a person who kind of wants to perpetuate a way that they've been with you, which was, I think, kind of controlling, to be honest. There's this force that wants to keep, and then there's this force that wants to move out, and you are moving out and this other force wants to keep. That's the entire idea of this reading, is something that wants to hold you back, Aquarius, and you realizing that it's time to break those chains. That's justice in reverse, I feel like, is letting a cycle repeat itself. You have the power to let it affect you or not, Nein, nicht okay? nochmal. Nochmal You have the 33 power to Jahre. let this affect you in whatever way you want or not. And I feel like a lot of you are walking away. And there's going to be a lot of doubts given to you by somebody else at this time for doing that. Bin so durch mit der Some Scheiße. of you don't want to walk away. Some of you never did and never will, but you do anyways, because you feel that this relationship could still be right. Ja, You don't want to be on your own. ich würde es auch glauben wollen, aber ich will nicht. And that's where that preliminary message came in that I received. There's a wall up. And that might be kind of you in the future a little bit, but there's a wall up because you got hurt. And you don't want to be hurt again. And I there's don't someone want you to are hurt afraid to someone. look at. And when you're on your own, you have nothing to do but face this fear, but feel that pain, but look at it. And I think some of you avoid feeling that. And so you suffer on your own because of that. But if you look at it and you feel it, and you embrace it, then you move on. Don't be afraid to be on your own. You have everything that you need. And don't keep up a wall around anything that scares you, not even a wall around yourself. Look within yourself for the things that you think you need. You are a whole person. And people can give you things to accentuate you and to accentuate your life, but there's nothing that they can give you that you need. There's not a person here in this reading, for people that resonate, that is going to give you what you need right now but yourself. Don't know what I need. Don't be I afraid. have no idea. Don't be afraid. So, this is what I got for you for this current reading. Thank Jump you. into that extended, get more details for those that want to join. Now, to watch the extended, you have to become a member. Oh no. Actually, I don't need the extended right now. It's like, it's time to give you a little bit sunshine. So now we witness it. This thing here. We can witness the subathon of Iron Mouse. Time for a little bit of sunshine. I have to go out, balance myself. I thank you for watching. Being here with me, doing this Oh. What? It's like, what? Does it work? Does it work? Hello? Hello? Does it work? Does it work? Does it work? Okay. Now it should work. Thank you for being here with me. Dankeschön. Gott segne euch. Tschüss.